Ah. Super vorbereitet wieder. Ich habe meinen Controller nicht parat. So eine Scheiße. Der Bildschirm ist zu hell. Oh boy. Mal gucken, ob Morph gleich der Erste ist, der da ist. Wahrscheinlich. So, es ist wieder Genshin-Zeit. Genshin Impact hat ein neues Update und ich habe es bisher nicht angefasst, weil ich genau weiß, Paimon wird wieder irgendeine Scheiße labern am Anfang. Und damit das nicht alles offscreen kommt, ne, warte ich mit der ganzen Scheiße, bis ich endlich streamen kann. So ist das. Ich hätte vielleicht das Update mal vorher machen sollen, oder? Ich hätte das Update vorher machen sollen. Naja, so ist das. That's how things are. Ich sehe jetzt schon einen Zuschauer. Safe Morph. 100 Pro Morph. An der Stelle guten Morgen. Wer auch immer es ist. Es ist nicht gut, inzwischen Teil der Firmengruppe zu sein. Also der Firmen-WhatsApp-Gruppe. Da hat heute einer Geburtstag. Dem wird gratuliert. Und da wird der Azubi erstmal gefragt, und läuft er fort? Also privater Fort, den er momentan am Basteln ist bei uns in der Firma. Steht schon seit Wochen in der Halle, blockiert eine Bühne. Grandios. Ah, herrlich. So, allerdings für 8 Stunden machen. Überprüfung der Vollständigkeit der Ressourcen. Komm schon, mach hin. Gib Gaso jetzt. Ich will Genshin spielen. Ich will Unreal Tournament spielen! So. Okay. Ist egal. Sound ist aus, das ist gut. So. Dann gehen wir doch mal rein in den Spaß, in das neue Update. Ich weiß, es dreht sich um Furina. Ich weiß, wir haben auch ein neues Gebiet mit Charlotte und Furina. Das werden wir wahrscheinlich morgen ziehen, schätze ich mal. Vielleicht auch noch heute, mal gucken. Ich glaube aber kaum, dass wir dazu kommen werden. Wenn ich bedenke, dass sich schon wieder ein Rainbow-Trupp aufbaut heute. Also wird es auch heute einen Rainbow-Stream geben. Werden, tun, Baum. Ja, ich habe ein paar Login-Tage verkackt, I know. Ina super Verkaufsspezial. Neues Gebet, Probelauf. Neue Story. Der erste wöchentliche Inventar. Verlorene Stadt an der Front. Ja, gut, wissen wir ja, was wir mit machen. Ach ja. Allerdings. Achso. Das ist meine Daily gewesen. Meine Dailies sind diesmal in der Summe. Okay. Blutzorniger Wellen. Ist lustig, wie die alle so ein Leuchten haben. Oha. Ja, da ist so einiges los. Exorcism uses thaumaturgy and martial arts to conquer evil. There are other means to the same end, but they are not the true way. They are not the true way. Ich bin mal mit 200-Team unterwegs. Sehr wilde Nummer. Göttlicher Kurs. Wenn dann noch Schwert. So. Nein. Händler.
Wie viele Gebiete haben wir jetzt? 39. Kaufen wir uns eins. Sternshop können wir keine mehr kaufen. Haben wir exakt 40. 140 Urgestein, perfekt. Ja, nee. Heart be pure, evil be erased. Once Ja, nein, danke. So. Mind be purged, world be... Oh, shit. Schon wieder so ein Sphärending. Oh, no. Ich mag doch diese Sphären-Events nicht. Did you stop that? Geil. So, erstmal die Truppe I always wechseln. forget that Wir last haben, part. wir haben eine neue Truppe. Tatsächlich. A bitter pill to swallow. Eine Truppe, die ganz gut funktioniert tatsächlich. Rund um Yui und Baiju. Also eigentlich nur um Baiju rum, ne? Also. Dendro-Reaktion und so lässt grüßen. Baiju wirkt an der Stelle eher als Medic als andere. Dann haben wir eine Yui, die unser klarer Damage-Dealer ist. Mit DPS zur Hölle. Also ihre Talente inzwischen sind auch recht gut oben. AKA fertig. Sie ist asozial geworden. Die ist richtig asozial geworden. So, dann haben wir noch eine Candice dabei. Für das nötige Wasserelement und eine Lisa für das nötige Elektroelement. Die Talente sind oben, ihr Stempel ist oben, ihre Artefakte sind auch oben. Ich könnte wahrscheinlich bessere Artefakte gebrauchen, aber ist egal. Das Ding könnte ich auch noch verfeinern. Tatsächlich. Wäre vielleicht auch mal eine Idee, das zu tun. Aber da muss ich wieder fischen gehen und ich habe keine Lust, fischen zu gehen. So, Ankündigungen, bla. Blub. Ausrufezeichen stören mich. Was haben wir hier? Noch mehr Urgestein. Entlohnung für... Was? Rechner der Verbesserung? Wait a minute. What? What are you? Ach so! Oh lol. Natürlich. Warte mal kurz. Wenn wir zum Beispiel jetzt hingehen und hier sagen... Wir haben Stufe... Ja. I see. Das ist gut zu wissen. Sollte ich mir mal merken, das Teil. So, für Waffen gibt es den ganzen Spaß auch. Offensichtlicherweise. Für Artefakte. Das ist für Dekorationen. Holy shit. Wo kriegt man die her? Sorry, dass ich jetzt gerade so hellhörig werde, ne? Aber bei so Sachen werde ich wild. Google Table. It's an event exclusive furnishing item that can be used in the Serenity Pod. It can be obtained.
By claiming surprise bundle 3 or 4 from the Google Play gift card collab event. Ah. No! Really? Oh no. Oh no, that was a thing? Ooh, okay. That's interesting that the... Das ist jetzt belastend. Das ist richtig hart belastend, wenn ich ehrlich bin. Aber ist egal. Ja gut, okay. Cool. Was gibt's hier noch? Interaktive Karte von Tavet hat Neuigkeiten. Huyo Wiki, bla. Back to Genshin. We have a mission to do. So, wir, nächsten Tag 8 bis 12. Hält das schon als der nächste Tag? Mann. Weil ich mich eingeloggt habe, ist der Tag noch nicht vorbei. Ist klar. Natürlich. Of course it's not. So, haben wir es jetzt. Perfekt. So, wir müssen nach Fort Meropide. We need to go deeper. Nach Fort Meropide. Na dann geht's nach Fort Meropide. Hi, was geht? Was geht, was geht, was geht, was geht, was geht? Das war doch unsere Stube, oder nicht? Ja, Wohntrakt. Okay. Na, gucken wir doch mal, was jetzt Phase ist. Now for a little rest after breakfast. This is the life. Is it though? Wait a sec. Isn't something important supposed to happen today? Nein, nicht. Today's our big day! We're supposed to leave the Fortress of Meropide! Come on! We've got to go complete the release procedures now! Maskerade der Frevler. Let's go. Further ahead. Hi. Ich wollte den Namen aussprechen. Please sign here. This document will be effective immediately upon signing, and you two may exit the Fortress of Meropide via the regular channels. It's been so long since we've been to the surface. Let's hurry up and... What's happening? I'm fine, thanks. But
I wonder what that tremor was just now. Ja, das ist eine sehr gute Frage. The Duke. Running in the 90s. Das ist ein anderes Lied. Oder? Yo, Risley. Ah, good to see you two. Is there something you wish to see me about? Yeah, what was with that earthquake just now? Ah, that. The tremor didn't originate from the seafloor. In fact, it seems it came from the surface. Over the years of serving as the warden here, I've developed a sense for distinguishing between what occurs on the surface and what occurs underwater. Besides, the seal that Monsieur Neuvillette set in place won't fail so easily. So the fortress is okay? If you recall our last incident, if there really were a problem, there would be crowds of inmates in a panic right now. Huh, you've got a point. Okay, seems we need to get back up to the surface and ask about what happened. By the way, do you know what day it is today? I believe today is this month's pipe cleaning day. Wait, seriously? Ah, yes. Have you completed your release papers? Ja. It's you two. Hi. Are you leaving now? That's right. Today is our last day in prison. See you win. But now that Paimon says that, it doesn't feel like we were confined here. It's actually been pretty nice. Oh yeah, Paimon feels fond of this place now. Then be sure to come back and visit. I'll miss you. If you've signed the release papers, then you're free to go. The guards will escort you out. You're not going to see us off? I knew you'd ask. All right, sure. Let's go. Well, you actually agreed. No worries, you must be busy. Paimon was just joking. Na, jetzt begleitet er uns. Ah, so you do have a polite side, I see. After being down here for so long, I imagine you must feel like you're lacking companionship. Shall I come along too? Yeah, don't worry, we'll come back to see you. Paimon really likes the cafeteria here. The chefs sure do know how to make good grub. I hope you won't be here as convicts the next time I see you. We'll do our best to stay out of trouble. Well, it seems our work in the Fortress of Meripede is finished. That's the end of another chapter in our journey. And since Neuvillette was the one who asked us to come here, we should probably go report to him now. Next up, the Palais Mermonia. You're going to see Monsieur Neuvillette? Please pass on our kind regards. Of course we will. I'm sure just your regards will do, no? I believe it would be the polite thing to do. You're right. I've heard the Palais has been terribly busy these days. Tell him that I hope he hasn't been overwhelmed by the recent string of troubles. Alrighty. Natürlich ist der Auftragsort belegt. Was auch sonst. Es wäre ja kein Stream von mir, wenn es nicht so wäre, oder? So. Aber da wir gerade hier draußen sind, können wir ja mal kurz zur Kantine gehen, ne? Einfach, weil ich es kann. Große Frauen sind clean besser. Bin ich jetzt gerade den umständlichsten Weg gegangen? Bin ich einfach nur zu dumm, um das Ding zu finden gerade. Wie wär's mit beides? Ja. Tägliche Ration, let's go. Verstanden. Guten Appetit. So, Wohlfahrt. Mahlzeit. Gucken wir doch mal. Glücksspiel. Hey, cool, ich habe 2 Standardgebete. Clank.
gegrillte Rippchen. Okay. Und der Los des Schicksals. Gucken wir uns doch mal das Los des Schicksals an. Wer nicht frei ist, ist auch nicht traurig. Ah. Na dann. Hey, Wolseley. Kann ich die Rezepte leisten bei dir aktuell? 1. Ich muss mehr arbeiten. Haggis! Einfach fucking Haggis, Alter. Ich mache jetzt mal die Forelle und danach geht's weiter. We need to go working. So. Ah. Neues Gebiet. Das Gebiet, worauf Frozen so lange gewartet hat. Hehe. Ich würde gerne hier hin. Lass mich raten. Das ist die Mission, die mir gerade meine Hauptmission blockiert. Die mir da so fett in die Fresse geschmissen wird. Ah. Sidequests. Guten Tag. Das darf nicht sein, das darf nicht sein. Was machst du da? Ah, nein, nein, ich mache nichts. Tut mir nicht weh. Wovon sprichst du? Warum sollten wir dir wehtun? Ich weiß es nicht, aber ich weiß auch nicht, dass ihr mir nicht wehtut. Ihr mich nicht weht. Mhm. Geil. Lost Kitten 2.0 männlich oder was? Alter, let's go. Deutsche Sprache, schweres Sprache, Land. Deutschisch. Wovon sprichst du überhaupt? Ach, genau. Es ist bestimmt, weil ich euer Geheimnis herausgefunden habe, richtig? Hä? The fuck you talking about? Ist es, weil ich eure Zeitungen mit dem geheimen Brief gestohlen habe? Oder weil ich zufällig eure Kennwörter entdeckt habe? Warte, das ist etwa der Fisch von gestern Abend? What the heck are you talking about? Ich dachte noch, warum hat dieser Fisch so wenig Gräten? Ihr habt sie entfernt. Ja, richtig, richtig. Ihr wolltet die unterschiedliche Anzahl an Gräten auf den Seiten ausnutzen, um eine Nachricht zu senden, aber ich habe den Fisch durch eine sonderbare Abfolge von Begebenheiten gekauft und mit nach Hause genommen. Wovon in aller Welt redet sie? Paimon versteht nur Aquabushof. Oh wow, den haben sie nicht gebracht. Wow. Paimon versteht nur Aquabushof. Oh Gott. Okay. Ich werde nicht wehtun. Ihr wollt mir wirklich nichts tun? Was ist denn los mit dir? Wir sehen dich zum ersten Mal. Warum sollten wir dir etwas antun wollen? Ach so, dann ist ja gut. Es tut mir wirklich leid. Bitte entschuldigt. Ich arbeite gerade an einem Kriminalroman, aber mir ist noch keine raffinierte Methode eingefallen, mit der der Verbrecher darin sein Verbrechen begeht. Und weil es mir nicht aus dem Kopf geht, muss ich immer, wenn ich irgendein Ding sehe, darüber nachdenken, wie man damit ein Verbrechen verüben könnte. Schwierige Situation an deiner Stelle. Deswegen bin ich so aufgekratzt. Es tut mir echt leid, aber wie manche Leute sagen, ich leide unter Verfolgungswahn. Ich wollte gerade mit dem Aquabus in die Stadt fahren, um eine Tasse Kaffee zu trinken, aber als ich den Aquabus heranfahren sah, sofort tauchten in meinem Kopf unzählige Bilder auf, wie ich auf den Aquabus umgebracht werden könnte. Und da traute ich mich nicht mehr an Bord. Du sagst auch selbst, dass es ein Wahn ist. Das ist unmöglich. Denke einfach nicht zu viel nach. Das ist schon richtig, aber ich kann einfach nicht aufhören nachzudenken. Und je mehr ich denke, desto mehr Angst bekomme ich. Ich werde dich sicher ins Ziel bringen. Wirklich. Das wäre wunderbar, aber was ist, wenn dieser Mörder dich auch tötet? Mach dir da mal keine Sorgen. Oh, wirklich nicht.
Auf geht's! Denkt nicht so viel nach. Egal was auch passiert, Rio wird spielend damit fertig. Sitzt sowieso. I see things. And I want things. Ja, damit. Kann ich das Ding irgendwie unterbrechen? Nein, kann ich nicht. Ja gut, ich muss gestehen, nein. Ja gut, wie sehr möchtest du mich einladen, das neue Gebiet freizuschalten? Dieser Teleporter? Ja. What the heck are you? Ja, damit. Das nenne ich mal groß. Oh. Ich habe da so ein paar. Ups. Hoppala. Trauerweide ist hinter dem Berg, oder ist doof. Why not keep me company for a while? There'll be plenty of time for work later. Statuen besteigen ist nicht dran. Na gut. Nope. Nicht an den Baum hochklettern kann ich. Wir machen Mario. Na. Gut, versuchen wir den alten Trick. Wird schon schief gehen. Into the wind. Als ob das knapp nicht reicht. Willst du mich rollen? Scam? The wind knows me. Und halt so. Auch nicht. How the heck am I supposed? What are you, by the way? I follow the wind. Normalerweise heißt es, pack keine Quallen an, aber... Okay. Ich sag nix. Alles gut. Das gehört sich so. Das soll ich nicht. Ich will eigentlich den hier haben. Riesenhutqualle. Eine extrem elastische und mysteriöse Kreatur aus Fontar, die Figuren einsaugen und in die Luft schleudern kann. Man sagt, dass sie die letzte Evolutionsform der
der Hutqualle ist. Die Energie des xenochromatischen Poing-Poing-Oktopus kann manchmal genutzt werden, um sie an andere Orte zu bringen. Das Poing-Poing-Oktopus. Okay. Whatever. Was hast du für mich? Neue Mission, beziehungsweise, ja. Gibt eine neue Sphäre. Reiseführer, Maskerade der Frevler, ich weiß. Was ist das? Tau sinkt auf dem Nebelpfad im einsamen Wald. Der Großteil der Schrift ist weggekratzt und nur schwer zu entziffern. Ach Mensch, so viele Wörter sind weggekratzt. Ist das eine Einführung zu einer Sehenswürdigkeit? Ah, manche Touristen sind einfach so ungehobelt. Normalerweise schreiben die Touristen etwas, nicht wahr? Stimmt auch wieder. Schreiben wir etwas wie, Rio und Paimon waren hier. Nein, lieber nicht. Wir sind doch sehr anständig und machen keine Kritzeleien. Aber ist es dann nicht seltsam, dass die Schrift weggekratzt wurde? Es bleibt nur ein Satz übrig. Und selbst dieser Satz hat Kratzer. Glücklicher Nebelpfad im einsamen Wald. Du bist wirklich ein Glückspilz, der überlebt hat. Was ist der Nebelpfad im einsamen Wald denn für ein Ort? Vielleicht ein sehr nebliger Pfad in einem Wald? Das ist wohl damit gemeint. Simpel. Paimon will nach diesem Ort suchen. Immer wenn man das Gefühl hat, dass es ein verstecktes Geheimnis gibt, führt es zu einem wertvollen Schatz. Paimon hat es in den Büchern gelesen. Hehe. An welchem Straßenstand hast du denn das Buch gelesen? Straßenstand oder Archiv? Im Archive. Straßenstände sind teuer. Paimon weiß nicht nur, wie man isst. Paimon hat so eine Ahnung, dass auf diesem Nebelpfad im einsamen Wald ein Schatz versteckt sein muss. Deshalb möchte jemand die Worte wegkratzen. Rio, es wird Zeit für eine Schatzsuche. Schnapp dir Paimon, deine allerbeste Reisegefährtin, die eine untrügliche Spürnase für Schätze hat, und mach dich auf den Weg. Ja, nee, ist klar. Oh, lol. Hoppala. Ich sollte ja in die Stadt. Nicht hierhin. Ups. Ganz vergessen, dass sie die ganze Zeit klingelt beim Laufen wegen ihrem Hut. Special. Eine Laterne am Hut? Das ist eine Laterne, ja. Hat deswegen auch die Laterne in ihrer Ult. Ah, verstehe. Divor, was geht? Ich will mit Divor reden. Nicht mit dir, tschüss. Guten Tag, der Herr. Jo, nee. Lass mich raten, schlechte Nachrichten. Herr Riolte, das sind wirklich keine guten Nachrichten. Es ist eigentlich eine vertrauliche Nachricht. Das stimmt. Sehr witzig, nee. Was genau ist denn diese vertrauliche Nachricht? Eine solche Situation könnte tatsächlich eintreten. Schließlich sind die Mitarbeiter der Masion-Gestion nicht empfindlich, wenn es um Geheimhaltungsstufe des Dokuments geht. Kann man so etwas wirklich ignorieren? Hat Ihnen niemand von dieser Geheimhaltungsstufe erzählt?
Das ist alles Gatineaus Männer zu verdanken. Alle Dokumente, die in der Mission Gestion ein- und ausgingen, wurden ihnen zur Sicherheitsklassifizierung übergeben und dann mit einer Markierung versehen. Das klingt nach einem guten System, aber um Zeit zu sparen, würden die Klassifizierer jedes Dokument zumindest als vertraulich einstufen. Letzte Woche war Kasi in der Opera Epiclis. Opera Epiclis. Ich hasse diesen Namen, ne? Um eine Rede zum Thema der Aufführung neuer Opern zu halten. Ich erinnere mich daran, es war keine lange Rede, aber sie wurde von vielen Leuten gehört und diese Rede wurde in den Zeitungen veröffentlicht. Da sie vor allen Leuten gehalten wurde, sollte jeder davon wissen. Wie kann es vertraulich sein, wenn es jeder weiß? Aber dennoch musste Gatineau sie als vertraulich einstufen. Vielleicht ist da wirklich etwas Wichtiges drin? Vielleicht hatte er einen Grund dazu tun? Obwohl er die gehaltene Rede als vertraulich eingestuft hatte, unternahm er nichts gegen die ursprüngliche Fassung. Kasi ist nicht in der Lage, seine eigenen Reden zu verfassen. Jemand anderes hat diesen ganzen Text für ihn geschrieben. Die einzigen Änderungen, die er vornahm, bestanden darin, seinen Namen zu unterschreiben und ein paar unwichtige Adjektive zu ändern. Und all die älteren Fassungen, die er nicht bearbeitet hat, liegen auf Kasis Schreibtisch. Und keinen interessiert das. Wenn dies wirklich ein Geheimnis war, das Gatineau bewahren wollte, warum hat er dann diese Fassungen nicht auch klassifiziert? Dies könnte eine weitere Möglichkeit sein, Geheimnisse zu schützen. Vielleicht war es aus Vorsicht? Nein, bitte. Sie wollen sich nur den Ärger ersparen, nach Gatineaus Meinung den ganzen Ärger ersparen. Nach Gatineaus Meinung ist der beste Weg, ein Geheimnis zu bewahren, alles geheim zu halten. Auf diese Weise weiß niemand, welches das eigentliche Geheimnis ist, das es zu bewahren gilt. Sogar sie selbst wissen es nicht. Wenn man ein Glas Wasser verstecken will, dann ist es tatsächlich am besten, es in einem See zu schütten. Und das ist auch richtig so. Was ist, wenn es ein Glas Fonta ist, das du versteckst? Willst du dann den ganzen See in einen Fontasee verwandeln? Ein Fontasee! Paimon würde auf jeden Fall daran schwimmen wollen. Fonta ist lecker, nicht wahr, Rio? Konzentrier dich, Paimon. Also, und dieses Dokument. Herr One, ja, egal. Es handelt sich um eine Personalangelegenheit und es ist richtig, dass du dich an mich gewendet hast. Bevor wir uns offiziell damit befassen konnten, mussten wir erst einmal wissen, ob es sich um ein Glas Wasser oder ein Glas Fonta handelt, das es zu verstecken gilt. Aber zuvor musst du Gatineau die Geheimhaltungsstufe bestätigen lassen, so wie vorher bereits gesagt. Wir sind Kollegen, ich werde es dir nicht schwer machen, mein Büro wird uns bestimmt dabei helfen. Also dann, geh zu Gatineau. Ich muss ein paar Leute im Voraus über ein großes Ereignis wie dieses informieren. Ja. Herr Defoe, aber... Herr Defoe, aber... So schnell weg. Das ist Herr Defoe. Schrullig und gerissen. Es gibt keinen anderen Weg. Gehen wir zu Gattin... Nee, gehen wir hier entlang. Aber jetzt? Nö. Gatine. Ion.
Ich nenne jetzt Ion, egal. Ich hätte nicht gedacht, dass ich dich hier treffen würde. Herr Gatinet, ich habe nach dir gesucht. Ich muss dir eine Nachricht überbringen. Was für eine Nachricht? Ich habe gerade die heutige Ausgabe vom Dampfvogel gelesen und die Gestion wird darin nicht erwähnt. Ja, die Nachricht ist vertraulich. Das ist ungewöhnlich. Aber ich habe nie geglaubt, dass außer den Reportern noch jemand weiß, ob etwas vertraulich ist oder nicht. Ah, Herr Defoe fast wie ein fließender Herr Defoe. Fast wie ein fleißiger Reporter, der direkt in mein Büro einbricht und mich nach der Geheimhaltungsstufe dieses Dokuments fragt. Ich stimme ihm vollkommen zu. Es ist richtig, dass diese Sache zunächst klassifiziert werden muss, aber dieses Fotoapparat-Sicherheitsproblem ist ziemlich groß und könnte die gesamte Masion-Gestion betreffen. Ich kann es nicht in meinem Büro allein klassifizieren, es muss an mehrere andere Herren zur Genehmigung geschickt werden, damit sie alle davon Kenntnis haben. Zum Beispiel Herr K6. Kasi. Was? Aber dieses Dokument wurde von Herrn Kasi geschickt. Ein Grund mehr, ihm mitzuteilen, wie unser weiterer Plan aussieht. Komm, junger Mann, lass uns zuerst zu Royalt gehen. Und dann werden wir Herrn Kasi treffen. Wie bitte? Warte, Herr Gatinet! Gone. Das ist eine vertrauliche Angelegenheit, daher fällt es in die Zuständigkeit eures Büros. In diesem Fall können wir die Angelegenheiten, mit denen wir uns befassen, von nun auch vor euch geheim halten, auch wenn sie sich auf Personalangelegenheiten beziehen? Hey, das sind 2 Paar Stiefel, hör auf, das Thema zu wechseln. Nun, ob es sich um dasselbe handelt oder nicht, liegt nicht bei uns. Die Dinge sind wieder schiefgelaufen. Streiten sich. Rio, vielleicht gehen wir erst mal raus. Es ist furchtbar, wenn Erwachsene sich streiten. Meine Herren, beruhigt euch bitte, beruhigt euch. Stören wir den Frieden nicht wegen so einer Lappalie. Das ist keine Lappalie, Bagatelle. Herr Riol, nein, das ist keine Bagatelle. Herr Riolt. Herr Riolt. Das ist eine Sache von großer Bedeutung für die ganze Masion Gestion. Ich würde es nicht wagen, diese Angelegenheit allein zu entscheiden. Es stimmt. Die Geheimhaltung ist keine Bagatelle. Ich kann mir kein anderes Büro in der gesamten Masion Gestion als das von Herrn Gatinet vorstellen, das genehmigt wäre, die Führung in dieser Angelegenheit zu übernehmen. Ganz ruhig. Warum müsst ihr euch darüber streiten, wer die Leitung übernehmen soll? Meiner Meinung nach gibt es überhaupt keinen Grund, die Sache zu führen. Nicht einmal sie mitzuführen. Bitte was? Was? Ich weiß nicht, was du meinst, Herr Rotel. Rotel? Ich kann dir nicht folgen, Herr Rotel. Ihr seid beide Experten mit reichen Erfahrungen und ihr wisst natürlich, dass wir bei komplexen Angelegenheiten wie dieser die ganze Angelegenheit zunächst in kleinere und einfachere Aufgaben aufteilen können. Gatinet ist dafür zuständig zu verhindern, dass Leute mit ihren Fotoapparaten Informationen durchsickern lassen. Aber du musst keine zusätzliche Arbeit leisten, du musst nur die Leaker wie üblich aufspüren und verhaften. Was die Mitteilung des Verbots der Mitnahme von Fotoapparaten in der Masion Gestion betrifft, so muss diese schwierige Aufgabe von Defoe übernommen werden. Niemand sonst in Masion Gestion kann dem Personal die neue Regelung erklären. Wir haben keine Möglichkeit, die Regelung durchzusetzen. Niemand wird tun, was wir fordern. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Überlasse die Durchsetzung Herrn Gatinet. Was du tun musst, ist nicht benachrichtigen, sondern vorschlagen. Drucke die Initiative so groß wie möglich aus und hänge sie an die Tür der Masion Gestion.
und bringe darunter den Fall des Fotoapparat-Leaks an. Es klingt genau wie vorher. Das verstehe ich nicht. Was ist das für ein Unterschied zu früher? Ich verstehe nicht. Ja, Realität, es macht aber... Ich bin mit der Lösung einverstanden. Sie ist sehr geschwind und effizient. Was? Eine Initiative. Ah, das ist nicht allzu schwierig. Dann schließen wir eine Vereinbarung, nachdem Ionet den Entwurf Ion. Dann schließen wir eine Vereinbarung. Nachdem Ion den Entwurf umgeschrieben hat, wird er ihn euch bringen und euch bitten, ihn noch einmal zu lesen. Aber jetzt sollte jeder von uns wieder an die Arbeit gehen. Es tut mir leid, Herr Riold, aber das ist, dass ich das vermasselt habe. Mach dir nicht so viele Vorwürfe. Es ist nicht deine Schuld, Ion. Zumindest nicht ganz. Warum haben Sie diesen Vorschlag plötzlich angenommen? Ich kann es nicht verstehen. Überhaupt nicht. Ja, warum haben Sie plötzlich aufgehört zu streiten? Vorhin sah es doch aus, als würden Sie kämpfen. Das liegt wohl daran, dass du nicht weißt, was diesen beiden Herren wirklich am Herzen liegt. Wollen sie wirklich keine zusätzliche Arbeit auf sich nehmen? Nein, natürlich nicht. Was sie nicht wollen, ist, dass eine andere Abteilung in ihre Arbeit involviert ist, während sie selbst die Hauptverantwortung tragen. Wenn das Problem erst einmal gelöst ist, werden sie weniger unzufrieden und bereit sein, mit der Arbeit zu beginnen. Aber die Lösung, die du gerade beschrieben hast, müssen sie immer noch die Verantwortung übernehmen. Gatinet und Defoe sind erfahrene Angestellte und sie wissen genau, dass in diesem riesigen System der Marsion-Gestion jeder eine gewisse Verantwortung übernehmen muss, um die Dinge am Laufen zu halten. Die Verteilung der Verantwortung kann ausgehandelt werden, aber alle müssen beteiligt sein. Wenn sich jemand weigert, das zu tun, dann sollte er beten, dass er in Zukunft keinen Ärger bekommt. Mach dir nicht so viele Gedanken darüber, Ion. Du wirst diese Dinge in der Zukunft verstehen. Alles, was du jetzt tun musst, ist die Initiative schnell umzuschreiben und sie zu mir zu bringen. Klar? Ja, Riold. Und wieder muss ich die Nacht durcharbeiten. Ich brauche einen Kaffee. Arbeitest du immer durch? Ich kann nicht sagen, dass das regelmäßig vorkommt, nur dass ich es gewohnt bin, die Nacht durchzuarbeiten. Doch, das macht mir nichts. Solange die Arbeit erledigt wird, ist alles in Ordnung. Manchmal frage ich mich, ob die ganze Arbeit, die ich mache, wirklich sinnvoll ist. Der ganze Tag besteht nur aus dem tippenden Geräusch der Schreibmaschine, Papierkram, Genörgel und Berichten. Rio, hast du irgendwelche Ideen als ein objektiver Betrachter? Ich weiß es im Moment nicht. Gut. Vielleicht kannst du mir nach ein wenig mehr Beobachtung eine Antwort geben. Wenn du Interesse hast, kannst du morgen wiederkommen und mit mir reden. Als ein Gestionär bin ich in einem Meer von Arbeit völlig verloren. Vielleicht kannst du als objektiver Betrachter mir ja sagen, wo der Sinn dieser Arbeit liegt. So, ist meine Hauptquest jetzt wieder frei. Really? Als ob ich diese scheiß Sidequest echt durchziehen muss jetzt. Ist das doof. Ich will nicht.
It's nearly time for afternoon tea. Das sieht sehr nach kreativer Blockade aus. Ah, Reisender, schön dich zu sehen. Du siehst nicht gut aus. Du hast dunkle Ringe unter den Augen und besitzt kaum Kraft zum Reden. Vielleicht solltest du dich ausruhen. Ich kann mich noch nicht ausruhen. Ich war die ganze letzte Nacht wach und habe mehrere Entwürfe geschrieben, aber keiner von ihnen war in Ordnung. Jetzt fange ich noch einmal an zu schreiben. Ich muss noch reinschreiben. Wenn du etwas mit mir zu besprechen hast, warte bitte einen Moment. Du kannst zu Herrn Royalt gehen und dir einen Stuhl holen. Vielleicht hat er dort Kaffee. Ich muss weiter schreiben. Nein, liebe Kolleginnen und Kollegen, klingt irgendwie nicht förmlich genug. Guten Tag. Reisender, wie schön, dass du uns mal wieder besuchst. Möchtest du eine Tasse Kaffee? Übrigens, ich bin ein bisschen neugierig. Warum seid ihr überhaupt nicht überrascht, mich das letzte Mal zu sehen? What? I'm confused. Paimon wollte schon vorher fragen, aber die anderen haben sich so laut unterhalten, dass Paimon sich nicht traute zu sprechen. Ich habe damit gerechnet, dass man mich sofort hinausschmeißt. Warum? Warum? Bitte macht euch darüber keine Sorgen. Da die Wache euch hereingelassen hat, warum sollten wir es auf uns nehmen, euch hinauszuwerfen? Auch das ist ein Beispiel für eine klare Delegation von Befugnissen und Verantwortung. Sehr erfreut, Reisender. Ich bin Simon. Freut mich auch, dich kennenzulernen. Herr Simon war früher als Assistenzsekretär am Gericht tätig. Er wurde wegen einiger Angelegenheiten zurück in die Masur-Gestion versetzt. Er hat mit rationaler Präzision für viele Probleme Lösungen gefunden, die wir vorher nicht lösen konnten. Das ist ein bisschen übertrieben. Ich habe lediglich meine früheren meine früheren Berufserfahrungen übertragen und den Wert bestimmter Dinge benutzt, um darauf die Bedeutung der damit verbundenen Angelegenheiten zu schließen. In der Praxis stoße ich gelegentlich auf Dinge, die nicht messbar sind. In solchen Fällen kann mir der Sinn für Fairness kann mir der Sinn für Fairness und Gerechtigkeit, in dem sich Herr Royalt sehr gut auskennt, eine große Hilfe sein. Und das bedeutet also, kurz gesagt, Herr Simon ist sehr gut darin, die Gefühle aller auszugleichen und jedem das Gefühl zu geben, wichtig zu sein. Er ist wie das Zünglein an der Waage. Wenn es nicht klappt, dann kann ich ein bisschen rhetorisches Gewicht beisteuern. Jon scheint eine schwere Zeit zu haben. Könnt ihr ihm nicht helfen? Ja, es scheint, als könnte er jeden Moment ohnmächtig werden. So muss es für jeden sein, und wenn ich jetzt gehe und Jon bei seiner Arbeit helfe, wird er sich nicht an diese Lektion erinnern. Er hatte immer unrealistische Vorstellungen von der Masur-Gestion, aber Vorstellungen zu haben ist das Recht der jungen Menschen, nicht das der Angestellten der Masur-Gestion. Und ich bin einfach nicht gut im Schreiben. Du bist sehr direkt. Also,
Nun darf ich erfahren, warum genau du hier bist? Ich werde sehen, ob ich... Oh. Was für ein Pech, Herr Royalt. Hast du eine Tastenkappe für die Schreibmaschine übrig? Ich habe gerade getippt und plötzlich bemerkt, dass eine der Tastenkappen irgendwann verschwunden war. Ja, hast du in der Umgebung gesucht? Vielleicht ist sie einfach auf den Boden gefallen. Oder sie steckte in einem Buch oder unter einem Ordner. Hast du an diesen Stellen nachgesehen? Unter Bleistifthaltern und Ärmeln. Und in Haaren und Teetassen. Ich habe überall nachgeschaut. Sogar in den Taschen meiner Kleidung und in den Sohlen meiner Schuhe. Aber da ist nichts zu finden. Nun, dann musst du Fräulein Cornelia fragen. Wenn es wirklich einen Ersatzteil für dieses Ding gibt, dann hätte man es auch bei ihr angefordert. Ansonsten kaufe ich mir einfach selbst eine. Estelle würde nicht lange brauchen, um eine zu machen. Mein Ion, warum musst du es selbst bezahlen? Es handelt sich um ein öffentliches Eigentum der Mansion Gestion. Und es ist nur angemessen, es bei Fräulein Cornelia zu beantragen. Es kostet nicht viel. Es geht nicht darum, wie viel es kostet. Es ist eine Frage von Rechten und Pflichten. Die Instandsetzung des öffentlichen Eigentums der Mansion Gestion sollte aus den öffentlichen Konten der Mansion Gestion bezahlt werden. Wenn du dafür mit deinen privaten Mitteln bezahlst und keinen Antrag auf Rückerstattung stellst, wird bei der Prüfung der Ausgaben am Ende des Jahres nicht klar sein, woher das Geld kam. Na gut, ich gehe zu Fräulein Cornelia. Ich hätte nie gedacht, dass Einkaufen so anstrengend sein kann. Wie kann das Geld ausgeben so ein Problem sein? Das ist normal in der Mansion Gestion. Gehen wir zu Fräulein Cornelia. Jetzt sag mir nicht deswegen. Dieses ganze Hin und Her nervt. Hallo. Können wir bitte aufhören? Oh, als ob ich diese scheiß Sidequest jetzt fertig haben muss, bevor ich da... Bruder. Danke für meine Dailies an der Stelle. I did not intend to do that. Hallo Cornelia. Hallo Herr Ion. Gibt es etwas, womit ich behilflich sein kann? Guten Tag, Frau Cornelia. Bitte haben wir noch Tastenkappen, also die Tastenkappe für die Schreibmaschine? Was denn? Meiner Schreibmaschine fehlt eine Tastenkappe und ich möchte eine Ersatztastenkappe anfordern, um sie zu ersetzen. Wenn es keine gibt, könntest du mir eine erstatten? Erstattung der Tastenkappe? Im Prinzip ist das in Ordnung. Bitte hier unterschreiben. Es sollte heißen, eine Tastenkappe muss erstattet werden, weil die Schreibmaschine ohne die Tastenkappe nicht mehr funktioniert. Und dann unterschreibe bitte mit deinem Namen und den Namen deines Büros. Gut, ich sollte diese Tastenkappe heute bekommen können, oder? Ich habe es ein bisschen eilig, zur Arbeit zu kommen. Herr Ion, hast du schon einmal für öffentliche Mittel Erstattung bekommen? Die Erstattung für öffentliche Mittel ist überhaupt nicht so, wie du dir es vorstellst. Wir müssen die Forderungen monatlich zusammenstellen und sie dann am Ende des Monats der Mansion Cardinalis zur Genehmigung vorlegen. Dieses Genehmigungsverfahren steht in Zusammenhang mit der Genehmigung und Zahlung der Gehälter für die gesamte Mansion Gestion. Wenn der Betrag zu hoch ist, muss die Mansion Cardinalis die sogar Herrn Nouvilletz selbst zur Genehmigung vorlegen. Die Zuweisung wird erst dann offiziell beginnen, wenn er das Ganze überprüft und unterschrieben hat. Wenn Herr Nouvilletz ein Problem mit einer Erstattung hat, muss die betreffende Person eine schriftliche Erklärung abgeben. Wir werden den ersten Teil in den nächsten Tagen einreichen. Du meinst, wenn ich Pech habe, muss ich die Erstattung für diese Tastenkappe von Herrn Nouvilletz genehmigen lassen? Das ist Vorschrift, Herr Ion.
Und der Betrag, der diesen Monat erstattet werden soll, ist beträchtlich und erfordert wahrscheinlich die Überprüfung durch Herrn Novelette. Herr Novelette? Ist das nicht der oberste Richter? Goddammit. Hör bitte auf mit der Sidequest, ich hab keinen Bock mehr zu lesen. Hallo. Vor allem die ganze Zeit meine Stimme zu verstellen. Meine Güte. Es ist doch nur eine Tastenkappe und er muss sie unterschreiben. Das klingt irgendwie komisch. Gibt es keine andere Wahl? Das denke ich auch. Es ist nur eine Tastenkappe. Es ist nicht nötig, Herr Novelette damit zu belästigen. Es ist wirklich nicht nötig. Es gibt einen anderen Weg. Nun, du kannst dir selbst eine Tastenkappe kaufen und ich gebe dir einen Schuldschein auf ein öffentliches Konto. Wenn der Erstattungsprozess abgeschlossen ist und das Geld zugewiesen wurde, wird dir der entsprechende Betrag vom öffentlichen Konto ausgezahlt. Super, machen wir es so. Die eine Tastenkappe kostet nicht viel, ich kann sie mir leisten. Dann unterschreibe hier und schreibe eine Tastenkappe für eine defekte Schreibmaschine. Willst du zur Frau Estelle gehen, um die Tastenkappe zu kaufen? Ja, warum fragst du? Ich bringe diesen Schein später zu Herrn Royalt und lasse ihn unterschreiben. Und dann gehe ich zu Frau Estelle, um die Rechnung zu prüfen. Mach dir darüber keine Sorgen. Geh einfach schnell die Tastenkappe kaufen und ich kümmere mich um den Rest. Dankeschön. Das ist sehr nett von dir, Frau Cornelia. Ich gehe und kaufe die Tastenkappe. Komm, Reisender, lass uns losgehen. Lass mich raten, Estelle ist auch hier drin. Nein. Und der Auftrag ist immer noch blockiert. Nein! Oh! Feinde! What? The Palais Mermonia sure is buzzing with activity today. Halt! Huh? Oh, it's you two. Apologies. Monsieur Neuvillette did say you'd be welcome at any time. Excuse me, would you mind helping me take a look at this report? I'll be right there. Sorry, I've got my hands full here. You can see yourselves in. Everyone's so busy. Seems a lot has been happening. Sehr schnelle Transition ins Büro, not gonna lie. Hello. You've come at the right time, but you'll have to wait for just a moment, as there are some urgent matters I must tend to first. In the meantime, please, have a seat. If you'd like to have something to drink, let the Melusine outside know. That's all right. We just ate. Very well, then. Let's take a break over there while we wait for him to finish his work. All right. That should wrap things up for now. Are you done with your work? Yes, sorry to keep you waiting. Today should be the day you were released from the Fortress of Meripede, and it appears that you have managed to complete all the release paperwork. That's right, and we came here to see you right away. A massive whale. Do you have any idea what that might be? Judging from your description, that cannot have occurred in any ordinary waters, but rather something like the primordial sea. A whale of that size and shape cannot usually be found in the waters of Tevat. Therefore, we can only assume that Child is presently immersed in primordial seawater. Immersed in primordial seawater? But how? And is he okay? Er stammt nicht aus Fontaine, deshalb wird er sich nicht auflösen. Most people wouldn't be capable of entering in the first place. I'm not completely sure how he could have gotten there myself. Es gibt noch etwas, das wir dich fragen möchten. Yes? What is it? Was für ein Beben, das wir vorhin gespürt haben. Oh, right! Paimon felt it too! We asked the Duke and he said it wasn't from
water, so we figured you might know something about it. It turns out that I have just received a report about this particular matter. In fact, that's exactly what I was busy with a moment ago. Ach was. The source of the tremor was here on the surface near Poisson. After the shaking stopped, the water levels in the Poisson area rose at an alarming rate. The water levels rose? Oh no! What about all the people there? Fortunately, the water levels only rose for a short period of time and have already returned to normal now. However, I still have a bad feeling about the whole phenomenon. If the change in water levels is connected with the leaking primordial seawater, then the situation in Poisson may be much worse than it appears. Navia should be in Poisson, right? We need to go check on her! I would also like to go there as soon as possible, but I'm afraid I can't leave just yet. We must immediately formulate disaster prevention plans for the surrounding coastal areas to avoid potential catastrophes. I'll have to ask you two to go to Poisson first. I'll meet you there to check on the situation once I've finished things here. Das ist gut. There's no time to lose! Let's get going! Yes. Please be careful. Alright. So, bevor wir da hingehen, gehen wir erstmal zu Catherine. Katharine. Add Astra. Bin ja mal gespannt, wann wir endlich mal Charaktere kriegen, die hier auch für Erkundungen zuständig sind, weil ich habe keinen Bock auf Scrollen. Auf der anderen Seite würden die Leute wahrscheinlich sagen, ja, warum schickst du denn unbedingt Frontalcharaktere dahin? Du kannst ja auch genauso gut Ember und... Nein. Es hat gewisse Gründe. Add Astra. So, genau so. Thank you for complete. Danke. Okay. Dann noch zum Schmied und zum Restaurant. Ist zum Glück alles unten. Deswegen kann ich von dem Teleporter aus easy going überall hin. Oh, das war knapp. Das war nicht der Plan. Scheiße. Och nö. Das war ja Estelle. Verdammt. Ja, ist etwas nicht in Ordnung? Warum bist du so außer Atem? Herr Estelle, schnell, hol mir eine Tastenkappe für meine Schreibmaschine. Ich glaube, du hast eine hier. Hast du eine? Ja, aber es gibt viele Tastenkappen für Schreibmaschinen. Also komm und sieh selbst, welche du haben willst. Jon fängt an, nach der gewünschten Tastenkappe zu suchen. Das war's, ich lege das Geld hier hin. Danke, Estelle. Letztes Mal hast du gesagt, du würdest mit mir Boot fahren. Jon! Ey, Jon! Oh, oh. Dürfte ich bitte mit Estelle? Reden. Really? Habe ich mir mit der Scheißmission echt den Schmied gerade kaputt gemacht? So eine Kacke. Egal, gehen wir erstmal zum Restaurant und gehen kochen. Bisschen Weeklies nebenher abgerast. Warum denn nicht?
gucken wir doch mal, was wir so kochen können. Forelle Amandine. Forelle Amandine. Drei, 4 und Nummer 5. Wunderbärchen. Eins, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Es braucht so Ewigkeiten, das herzustellen. Ja, das ist schlimm. So, was zum... sieht's bei euch aus? Heute alles über Rainbows. Also ich habe mir bereits Glasi, Olli und gegebenenfalls Boba keine Antwort gestern. Restaurantfarben heute Abend ab 18 Uhr reserviert. Und dann habe ich aktuell noch nicht. Ja gut, dann ist Kai mit drin und Fabi und dann ist die Truppe voll. Passt doch. Oh Gott. Dieser Moment, wenn man kurz in WhatsApp drin ist und echt nur geiles Zeug findet. Blumenläden, die sich auf die männlichen Bedürfnisse anpassen. Du siehst nur oben drüber die Unterschrift, wie sauer ist sie? Eine Rose, ein kleiner Strauß, ein Riesenstrauß. Gut, dass ich mich heute für Genshin verschrieben habe. So, ich muss noch Austern kochen. Poisson-Suppe. Habe ich sonst irgendwelche Gerichte, die ich noch kochen müsste? Nein. Wochenaufträge, wie war das? 20 Gerichte. Ja gut, dann fangen wir mit der Poisson-Suppe auch an. Beziehungsweise nein. Wir bereiten was zu, was ich tatsächlich bei mir trage. Moment, was ist denn da drin? Ich habe Schlüssel. Noch keine Ahnung, was ich damit anfangen soll. Egal. 28 Dendrokoli? Holy shit. Holy shit. Da wollte ich hin. Was ist da drin?
Taschenfladen und Geschnetzeltes. Ich brauche das Geschnetzelte. Dann machen wir Geschnetzeltes. Geschnetzeltes. Teller? Nein. Geschnetzeltes. Geschnetzel. Ich habe so viele Gerichte. Me blind. Me legally blind. Das ist was ich nicht zubereiten kann, weil ich nicht mehr dran? Nee. Okay. Oh. Es ist das scharfe Geschnetzelte, was ich... What? Doesn't even make Why not sense. keep company for... Why would I? Kriege ich auch ein prozentiges in Blau? Kartoffelbrot. $150 LP, das ist nichts. That's literally nothing. Na gut. Nehme ich das in die goldenen Garnelen hin. Aber, was ich daraus jetzt lerne, ist, ich brauche Heilungsgerichte in Blau mit Prozentangabe. Wenn ich das habe. Blauen alle nur? So, sag bloß, die selbstkochbaren Sachen sind alle nur... Lol. Be plenty of time for work later. Ah, das sind meine Rezepte. Rezepte fühle ich. Kaffeebohnen nehme ich alle. Heilungsbonus. Okay. Lernen wir mal ein paar neue Gerichte, habe ich gehört. So, was haben wir denn da? Oh, das scheint hochqualitatives Zeugs gewesen zu sein, was ich gerade gekauft habe. Ja. Oh. Ohoho. Ohoho. Ja, why the heck not?
Ja gut, davon kann ich ja genug automatisch zubereiten. Machen wir tatsächlich noch 15 oben, also noch 10 oben drauf, weil ich brauche mehr Heilungszeug. Ja. Wochenaufträge, easy. Jetzt gucke ich mal kurz, ob ich bei ihr wieder Sachen annehmen kann. Ansonsten muss ich echt woanders hinreisen, da habe ich echt keinen Bock drauf. Clean ist nö. Die Quest hat mir Clean ST kaputt gemacht. Okay, dann halt nicht. Instant-Katze. Oh no. What happened here? Alle Gebäude scheinen nun in einem ziemlich schlechten Zustand zu sein. Auf der Straße scheint auch niemand zu sein. Wurden sie alle aufgelöst? Nein. Gehen wir noch nicht vom Schlimmsten aus. Navia should be around here, right? We need to make sure she's still... Hyma means we need to check on her. Today's no good for going out. Did I say that yesterday as well? Und wir laufen und wir laufen und wir suchen nach... Nein. Ah, da unten. Ah, das war schon oben. Oh. Das sieht ein bisschen chaotisch hier unten aus. Danke für den Weißkohl, der wahrscheinlich clean durchnässt ist, aber ist egal. Moin Mäumel! Na, alles klar. Oh lol, wait. Ja. Läuft soweit.
Wäh. Katze! We haven't seen a single soul all the way here. Oh, this is getting scary. What will I ever do now? Ja. There's someone on the roof over there. Just stay put. We're coming up. Watch your balance. Alright. All right, just hurry. I'm not young anymore. How will I survive on my own? My Desiree! Oh, he looks pretty sad. My leg! My leg! How could this have happened? It hurts! Just hang in there. Help is on the way. You can hold my hand if it makes you feel better. So. Das ist eine Scheißsituation hier. Aber wie konnte das überhaupt so... Ach, jetzt auf einmal steht sie da unten auf dem Steg, oder was? Mit Silver zusammen. My leg. It's Navia. She's over there. Probably she took an arrow to the knee. She used to be an adventurer, though. Hey, Navia. Are you okay? We finally found her. Nein, das ist nicht Silver. Warum sind wir auf einmal da unten? You're here. We heard there was a situation in Poisson, so we came as quickly as we could. Yes. As you can see, the water level suddenly rose. It caused quite the disturbance, in fact. Demoiselle! There was a wounded resident next to a building southeast of here. We've already transported him to safety, but we've run out of medical supplies. He's wounded? How badly? He fell, so it's probably a broken leg. He's pretty shaken up. When the water level rose, he desperately climbed up to the roof. Once the water receded and he saw the ground, he became terrified and eventually... He jumped down then. Find the leader of Squad 1 and tell him to take the wounded resident to see a doctor. He should know where to go. Understood. I'll take over his search and rescue mission in the meantime. All right, you'll be in charge. I'm sorry.
where were we? The situation in Poisson? Ah, right. Allow me to explain. A little earlier, we suddenly heard a loud noise. At first, everyone thought that something might have exploded in the waterways. But before we knew it, water started pouring out from everywhere. The rushing water seemed a little odd, almost like the unique color of primordial seawater. Some people didn't realize the danger and thought it was just ordinary water, leaking from somewhere. Everyone on the street who happened to be close to the water didn't have a chance to escape. As the water levels rose, they suddenly disappeared. They were all dissolved. Those who realized what was happening started to flee in a panic, desperately trying to get to higher ground. Many were injured in the stampede, and some people fell from significant heights. Oh weh. The Spina di Rosula initiated rescue operations as quickly as possible, but there have been a lot of casualties. Fortunately, the water began to recede after some time, and the chaos came to an end. The water that flooded the area contained primordial seawater, so the lower levels of Poisson are still hazardous. To ensure everyone's safety, I've asked the people there to leave as soon as possible. No one knows if this could happen again. All we can do for now is try our best to help evacuate the residents. We still haven't completed the head count, but we'll have some numbers soon. How awful. And all of this just came out of nowhere. It was quite frightening indeed. I only wish that everything that just happened was a bad dream. Is there any way we can help, Navia? Thank you for being so willing to help in a moment of crisis like this. You don't know how much it means to me. I really can't express how grateful I am. Weniger bedanken, mehr sagen, was Phase ist. Es fehlen noch ein paar Leute, oder? Oh ja. Don't say that, Navia. That's what friends are for. Wo sind Melus und Silver, genau. Melu und Silver? Jetzt sag mir nicht, die sind beide tot, Alter. Ich mochte die beiden. Demoiselle, we've got a situation here. Huh? I'll be right there. Sorry, I need to go for now. And off she goes. Seems it might be a while before she can take a break. Wehe! Ich will nicht, dass die beiden gegangen sind. Okay, the wounded are being tended to, and we finished a preliminary head count. More support has just arrived, so I suppose I finally have a moment to focus on my own matters. Of course, we should remain ready for anything, and continue doing our best to rescue others. I'll be sure to have everyone at the Spina di Rosula ready to render assistance. Traveler, Paimon, would you two accompany me to my father's grave for a moment? Huh? Right now? Thank you. Können wir kurz darüber reden, dass ich es bewundernswert finde, dass dieses Kleid hält. Musst du doch oben alles rausdrücken. So wie es geschnitten ist. Jeder denkt sich in dem Moment, wo zum Fick guckst du hin? Ja, sorry. Wenn die das einem so hart in die Fresse schmeißen, dann kann ich da nicht anders als hingucken.
Top von hier ist aber auch wild. Not a lot of people here, huh? Well, given the time of day and the whole situation in Poisson, Paimon doesn't think there'd be a ton of people here visiting graves. Right. That's how things are now. The living are so exhausted that they've no strength to spare any words for the dead. Navia? Navia, what's wrong? Sorry. I just... Malus and Silver. They won't ever come back here again. What should I do, Papa? Huh? What happened to them? Everyone agreed on the rescue plan, but still, I was the one who initiated it. They were helping evacuate the residents, but they couldn't leave in time. And they were caught in the seawater. Nicht meine Blues Brothers! Hey! What should we do? I've known them for so long. And I know they weren't afraid. But I could at least hold a funeral for my father. And I know where he rests. But as for Malus and Silver, they're just gone. I just can't. Everything looks so clean after it rains. Even the gravestones. I didn't expect that you'd enjoy a glass of red wine in front of Master Callus's grave. I can understand. Besides, the scenery here isn't half bad. See, it's not just me. I always want to bring something when I visit Papa. Perhaps we might even have a picnic. He wouldn't be angry, would he? Ah, how could Master ever be upset with you, Demoiselle? Yet the cemetery is the home of those who have passed, is it not? Everyone ends up here sooner or later, no matter who you are. Okay, genauer betrachtet ist die Aussage gerade echt scheiße. Ei. Buying yourself a plot in advance, are you? No need yet. But when I do, I hope you'll let me be buried beside Master Callus, Demoiselle. Hey, stop joking around. I'm quite serious. That way, it will save us both the trip to see each other whenever you visit your father's grave. That makes sense. In that case, could I be buried on his other side? After all, besides you, Demoiselle, the two of us could certainly be considered Master's closest companions, no? Personally, I believe we fill those shoes just fine. Why are you bringing this up all of a sudden? Seriously. All right. I'll remember your requests. But I'd really prefer not to talk about this stuff. And what do you mean by saving me a trip? I'd make the journey even if I had to visit you two somewhere else. I'd promised to let them rest in peace here. But here I am breaking that promise. I'm sorry for letting you see me in a mess like this. I don't usually cry, really. Paimon doesn't know how to help you feel better. But, well, she understands how you feel. I'd always thought I could make my wishes come true. But now that I think about it, that never solely relied on me. Many things can only be accomplished with someone else's help. Malus and Silver have helped me so much. But by contrast, I could do nothing for them.
I'm so sorry. You can spend as much time as you need here, Navia. We'll stay with you. Thank you. Right now, you don't know how much that means. By the way, you can have a look at this. It's a list of victims from the incident that took place here. Obena, Khan, Burnett, Giverny, Francine, Karina, Daisy Ray, Joinville, Jolienne, Esson, as well as Malus and Silver. So, everyone else is safe. But still... It's okay. I know what you're thinking. And you're right. We lost Malus and Silver. But we were able to save more than we anticipated. The overall outcome indicates that the cost was worth it. Kind of ish. Ich meine, ich will jetzt nicht sagen, man hätte sich die Opfer klemmen können. Konnte man nicht. Aber man hätte sich vielleicht ein klein bisschen besser vorbereiten können für den Fall, dass da noch was passieren könnte. Schwierig. Don't think that way, Navia. One person might be saved at the expense of another, sure, but that isn't something we should ever consider a trade. Malus and Silver were not the price for saving anyone. They're heroes. You're right. Thank you, Paimon. What you said just now was pretty amazing, actually. I'll remember your words. Oh, really? Seems you've become more eloquent in the time since we last Wow, wow, met. wow, 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 Hallöchen. Was machen Sie denn hier? Chino, ha? Okay, jetzt fällt die Vision hart auf nebenbei. Oh, Bruder. The knave? What are you doing here? Is everything going well on your side? Yes, my people are carrying out the mission according to your request. All the residents of Poisson have been evacuated, and we're preparing to relocate them to higher ground. As for these supplies, we have everything taken care of. There is no need to worry. Thank you very much. Einer der seltenen Punkte, wo tatsächlich Entschuldigung, wo die Fatui tatsächlich mal helfen. Man lernt jetzt mal wirklich eine andere Seite von denen kennen. I kinda like that. Kind of. Wait, do you two know each other? We just met recently. Right, Miss Navia? Usually, I would call this a coincidental encounter, but that doesn't quite fit this time. Besides, it never even crossed my mind that a Fatui Harbinger would come looking for me. Thanks to the Knave, Spina di Rosula received generous support from the Fatui, which allowed us to complete the rescue and evacuation work so quickly. Mutual aid is essential to fostering positive developments. We were already in the area, in any case, so it was nothing. That said, I must say that you're a lot sharper than you let on. I'm sure you understand what I mean. I apologize for all the ways in which I tested you previously. We've never worked with a Fatui before, and it's extremely important for us to know who we're working with. My subordinates have reported that Fatui soldiers have been observing water levels and taking head counts in various locations. I hear that they've also prepared a large amount of emergency supplies. I'm quite surprised. This is nothing to brag about, nor do I intend to. It is simply the way of powerful organizations to act forcefully, whether they are doing good or ill. You've witnessed that firsthand, in any case. Ich finde ihre Frisur so geil, ne? Die sieht so unglaublich gut aus, diese Frisur. Sie ist so krass asymmetrisch, aber trotzdem gut. Ah, ihr habt euch wieder übertroffen. Universe. Also wirklich. As I've told this traveler before, I know of the prophecy, and I intend to prevent the impending disaster.
Sie steht zu ihrem Wort, ja. Lending your organization a hand was a natural first step in accomplishing that. As such, do not be troubled by this token of our sincerity. Perhaps one day, you'll also be able to help me in the same way. Without your help, there would have been many more casualties. I won't forget your kindness. Furthermore, I sincerely regret what happened to Malus and Silver. I only wish that my people could have arrived a little earlier to prevent this from happening. Don't say that. You and your subordinates did everything you could. As Paimon said, Malus and Silver didn't choose to sacrifice themselves for any specific person, and they weren't the price paid for other salvation. They chose to become heroes themselves. I've never liked hearing people put it that way. It's like trying to relieve pain by saying some noble-sounding words. But right now, there's nothing more suitable. They really did become heroes. You're right. I'm sorry for your loss, Miss Navia. Water is life to Fontaine's people, and it also spells disaster. It's no wonder that people always say that prophecies represent fate. Fortunately, I've never been one for such opinions. So, you're one who will try to change fate, then? Of course. That is why I'm going to Hotel Bouffe de Thé. I still have some things to take care of, and the children need my attention. By the way, Traveler, Paimon, one more thing. Alright, then we'll just... Huh? This isn't right. Paimon thought you would ask us to walk with you for a moment so you could tell us something in private. That is a clever and useful conversation technique, which I do like to use when necessary. But there's no need today. It would not hurt to have Miss Navia listening in. Traveler, I'm sure you remember that I said we could work together when we had the chance. You and I both know that there may be issues with the Primordial Sea. Previously, it was the Fortress of Meripede's sluice gate, and this time it was the water levels in Poisson. These are both signals. Indeed. Allow me to share the latest intel I've received from the House of the Hearth's intelligence network with you. During some recent investigations, a child claimed to have discovered some ruins near Poisson. The ruins date back to ancient times, and seem to be worth investigating in many ways. Judging by the dating of the ruins, they may be related to the prophecy and the coming crisis. The situation is becoming more urgent, so any pertinent information will prove extremely precious. My people initially came to prepare for ruin exploration. Unexpectedly, this disaster struck, and at present, we're all busy prioritizing the rescue effort. So that's why the Fatui were already in Poisson. I wanted to take the children along, but unfortunately, Linny, Lynette, and Fremine have all been dispatched to higher ground to assist affected residents. Linny told me that outside of the house, the person they trust most is you. Which is why I want to give you this task. The House of the Hearth's members see each other as family, but Linny, Lynette, and Fremine said that they also see you as such, even though you are not from the house. I'm sure you already understand how earnest they consider their friendship with you to be. Oh, that somehow makes Paimon feel kinda happy. The intel I just shared about the ruins could fetch a high price. But since the children consider you family, it's only natural that I freely share it with you. Got it! So all we gotta do is go to some ruins, right? We can handle that. Excuse me, but may I tag along? Nein. You wish to join, Miss Navia? But are you sure you're up to exploring some ruins? You need to rest. Well, I'm sad, yes. But I can't just go back and plop myself into a chair by the roadside and do nothing. There's no point in being depressed while we still have a disaster on our hands.
As my father's successor, I must live up to the hopes he had in me. Besides, I'm also doing this for myself. I need something, a distraction, to keep my mind off Malus and Silver. Na, wir starkherzig, aber sie braucht jetzt Gesellschaft. Wir können diese Gesellschaft sein, wenn sie mit uns in den... Wir können diese Gesellschaft sein, wenn sie mit uns die Ruine erkundet. Das stimmt. Since you put it that way, I have no objections. What do you say, traveler? Wir werden die Ruinen gemeinsam All erkunden. right. The ruins are to the south of Poisson. Here's the map. Dankeschön, Lady Alecino. Okay, the three of us will handle it. Come on, let's pack up and get going. So, bevor wir uns die Ruinen schnappen, schnappe ich mir den Hydrokoli. Hydrokulus. Hydrokoli ist ja Multi. Also Mehrzahl. Das Schlimme ist, ich höre dieses Geräusch und muss automatisch an die Ruinenwächter denken, ne? Ruinenriesen. Entschuldigung. Giganten. Ruinenriesen? Giganten? Riesen hießen sie, glaube ich. Auf in die Sphäre. Digga, wie weit weg ist denn das? Das ist nicht südlich von Poisson, das ist südlich von der scheiß Insel. Meine Güte. Ist ja anstrengend, ist das. Granted, zum Erkunden ist dieses Team nicht geeignet, aber für alles andere zumindest. Vor allem zum Klettern ist das Team gut geeignet. Ich finde diese neuen Flügel unglaublich geil, ne? Not gonna lie. I mean, look at them. Passen vor allem unglaublich gut zu Candice. Zu wem sie auch passen könnten, wäre tatsächlich Kukumi, glaube ich. Katze. So, are these the ruins the knave was talking about? Whoa, talk about old. They seem to be pretty ancient, all right. Let's go in and have a look. Just be careful. Das sollten wir dir eher sagen, weil du bist diejenige, die von der Primordial Sea echt angegriffen werden kann. Gucken wir doch mal, wie das Team sich schlagen wird. Wichtig ist immer alles erkunden. Okay. Unsichtbare Mauer sagt ist nicht Ingo. Okay. Geil. Kriegt neue Gegner. I love it. Ein paar Hilly-Churler. Yeah. Try not to. Grant us your blessing. Taking a turn for the better. Time for a light
Here come the fireworks! The doctor will see you now. Yeah. A bitter pill to swallow. The fuse is lit! Der Schaden ist gut. The doctor will see you. Leider Gottes ist Beijo nicht diese Art von Medic, die ich gerne hätte. Ah! The floor here isn't safe. Oh, wow. Come a little closer. Belastend. Ich glaube, hier will ich nicht runterfallen. Ich meine, es sieht ein bisschen aus, als wäre da unten vielleicht was versteckt, ne? Aber wir kommen da nie wieder hoch. Katze. This place has also been contaminated by primordial seawater. Yeah. And a lot of it, too. A Fontanian would most likely dissolve the moment they fell in. Right! You can't go down if there's primordial seawater. It's too dangerous, and it won't be any help for you to just stay here. Don't get Paimon wrong. We're not saying you're useless. It's just that... No, you're right. I can't do anything in this situation. I'll leave this to you. That complicates things. Maybe the only way left is forward. In that case, do you want to wait for us here? The water levels here are unstable, and there's a chance the water will rise. So staying here wouldn't be safe either. I'll go together with you. Perhaps we'll find the exit just up ahead. All right. Come with us for now then, but please be careful. Yep. Mind the side effects. Oh no, it's a dead end! Let's try climbing over from the side. Just for science reasons. Okay, wir vertragen also auch kein Primordial DLC. Also kein Uhr mehr. So, da sollen wir rein.
Spannende Tür. What the heck? Ich kriege hier gerade so gewisse Enkanomiya-Vibes. Ich will das nicht. Ist wild, wie die Kamera umschwingt. Wait, there's something wrong with this bridge. Run for it! Re? Navia! Ah? Demoiselle? Huh? Melou? Demoiselle, what are you doing here by yourself? Would you be standing here till dark if I hadn't come to get you? Maybe she just wants some time to herself, Malus. Hmm? Oh, was I sleeping? Yes, it would appear so. I must be tired. That's quite possible. However, you were the one that suggested we go out for a walk. Oh, right. I nearly forgot. It must have slipped my mind when I dozed off. I haven't had a nap today yet. Have I? This is a familiar feeling, yet something's a little strange. Is something the matter, Demoiselle? Oh, no. No, I'm fine. I was just trying to recall why we came out for a walk. Do you remember Mr. Giverny? He'd requested our help before with foreign merchants who had a debt dispute with him, and we'd resolved the matter not long ago. We were headed to see how things were going with him at the moment. Ah, right. Yes. I remember now. Oh, Miss Navia. Ah, Mr. Malus. And Mr. Silver, too. It's good to see all of you. How have you been? I've been great. Thanks to your help, those bothersome merchants finally realized that I wasn't the one they were looking for. Why, I wasn't even the guarantor for that person. They were knocking at my door day and night. Even my neighbor, Obina, was getting fed up with them. Sometimes force is required to calm someone down and get them to listen to what you have to say. That's right. Oh, by the way, Burnett, what was it that you wanted to give to Miss Navia again? Oh, yes. One moment, I have it right here. Miss Navia, these are some flower seeds that I prepared. Please take them. They're a very good variety, and they'll become very big and beautiful once they bloom. I don't know what we would have done without your help, so this is a little token of our appreciation. I hope you won't refuse. Ah, did you cultivate them yourself? Thank you so much. I'll certainly take them. Malus, we do still have some empty flower pots at home, right? Why, we can have as many pots as you'd like, Demoiselle. Perfect. In that case, we'll swap out some of the decorative plants for some of Mrs. Burnett's flowers. Very well. Wait. Something seems to be off here. Excuse me, madam. If I'm not mistaken, your name is Burnett, correct? That's right. Is something wrong? No, it's nothing. This is the first time we've ever met, but your name seemed familiar to me.
I must have heard it when I was discussing things with your husband previously. I've heard this name before. Sometime recently, I'm sure of it. And why are there so few people around here? Where did everyone go? We must mind the time, demoiselle. We still have important things to attend to today. Huh? We do? Like what? Well, now, did you forget? Miss Navia, here you are. I've been looking for you. Please, come to the Opera House. Your trial is about to begin. My trial? Wait, why would I need to go to the Opera House? Yes, she's right, demoiselle. It's just about time now, so we should get going. Oh? All right then. Look, it's Navia! She's here! And her two attendants are with her. Goodness, everyone's finally here. There sure are a lot of people here to see the trial. And they all seem to be oddly excited about something. I even know some of these people. Karina, Desiree, Joyville, Jolien, Essen. Why are so many people here? And why do I have no recollection of this case? And as for the judge... huh? Where's Monsieur Neuvillette? Please sit in the defendant's seat. Don't worry, Silver and I shall accompany you. All right. But are you sure you can stand behind me? Typically, it wouldn't be allowed, but today is an exception. Klarer Fall von die Maschine macht endlich mal ihr eigenes Ding. Hey, what kind of place do they think this is? Come on, do they have any idea what they're doing? Seriously. Enough with the whispering! Could someone please tell me where Monsieur Neuvillette is? And why I'm standing trial? My dear Miss Navia, have you not yet realized what you've done? In that case, allow me to explain. As all here know, you are Master Callus's successor, the head of the Spina di Rosula, someone held in high regard by every soul in Poisson. After you took over the Spina, you treated all of us just like the late Master Callus had. If anyone in need reached out to you for help, you responded. Not only you, but your butler, your subordinates, nearly everyone in the Spina di Rosula fought for the well-being of those in Poisson. Yeah. Wait a moment. Aren't you just proving that I'm a good person? Yes, correct. Absolutely right. And that is why you stand accused. Was? You have helped so many people get through so many difficulties. You are one with us. We are inseparable. We are one big family, all of us who are from Poisson, inextricably linked. And with you being so important, we couldn't possibly do without you. Therefore, this fair and honorable court shall declare you guilty, and you shall stay here. You will be together with us forever. Huh? What are you saying? Everything you have said is correct. I have indeed done a lot for my hometown, and I would be willing to be with you all, but what is the purpose of having me stand here like this? What is there to discuss? Ah, well, if that's what you think, then I have no further comments. How wonderful, Miss Navia! I know all these people. Why are they laughing? I seem to remember now. Yes, I get it. This trial is...
Wait just a moment. This isn't right! Malus? What was that, Mr. Malus? Our conclusion is very clear and unanimous. Let the court judge her now. She's guilty! Stay here, Navia! You're one of us! Demoiselle, don't admit guilt. This trial means to keep you here forever. I wish to exercise my right to defend Our Lady. Mistress Ronville, you only know of Navia's goodness, but nothing of her utterly independent mind. She was born a free and independent spirit. She has never been tied down by anything. Indeed, even the death of Master Callus couldn't stop her. Her actions cannot serve as proof that she identifies herself as part of any group. She merely acted as an individual, extending her hand to help others. Please do not mistake her actions as being otherwise. Really? As an individual, you say? Don't forget, we are all Fontanians here. This is the nation of justice, the nation of Hydro. Even if Miss Navia only voluntarily rendered her assistance, that doesn't change the fact that her beautiful soul must return to everyone. Water accepts all, blends with all. It will surely accept her kindness. Everything is measured here in the nation of Hydro, and in the end, everyone shall meld together. Thus, when a unanimous opinion emerges, that opinion represents justice. Now I speak for everyone. Our opinion is consistent. Navia should stay. We and Navia are one. And you would call this justice? Preposterous. You are merely jealous that Demoiselle still has a chance to exist as an individual. Have you forgotten how much you all once longed to become individuals, to become independent? Do you mean to defy our justice? If your justice is flawed, then why should we acknowledge it? As you said, we can also have our own justice. Silver and I shall defend Demoiselle. And that is how we will enforce justice. Ugh, my head... It hurts. Demoiselle. Silver, it hurts. My head is spinning. All I can see is stars swirling in front of me. I remember now. Everything that seemed odd from the very beginning. Karina, Desiree, Joyville, Jolien, Essen, and Mr. Giverny and Mrs. Burnett, who we met earlier. Even Malus and Silver. I don't want to admit it, but they're all dead. Don't be afraid, and don't admit guilt. We will protect you to the very end. Absurd! Who are you to say that she cannot be judged? We are the majority, and in the nation of trials, the majority is absolute justice. We are the will of all. Don't let them escape! We shall keep Navia here with us! Mr. Malus and Mr. Silver, must you be so stubborn? How could the two of you possibly hope to stand against the collective? Do not resist. This judgment is fair and just. Navia belongs to us. After all that happened, she should not be left alone in Poisson. What are you saying? No more excuses! She says we're jealous. Jealous? How could she possibly be an independent individual? What's with these people? Who's jealous of her? She belongs to us! Miss Navia, she... Silence! That's... Monsieur Neuvillette! Such commotion is prohibited in the court. The accusations you just presented are nonsense and cannot constitute a proper trial. The court will adjourn for the rest of the day. In this, I shall hear no objections from any unauthorized party.
Our thanks, Monsieur Neuvillette. Please leave with me, Miss Navia, while there is still time. But... Go on now, demoiselle. This is your only chance to leave this place. What, can't bear to leave us behind or something? Malus. My apologies. I couldn't resist making one little joke once I realized that this shall be our last goodbye. Malus. Silver. Quickly, you must come now. Goodbye, demoiselle. Farewell. Okay. Lass mich raten, Neuvillette ist auch bei uns und hat uns alle gerettet. No, wait! Just a second! Navia? You're awake. Good. I must have been dreaming. Malus and Silver were still alive, and they were defending me at some insane trial. It looks like you're all right. Did all the sad feelings cause you to have a nightmare? Paimon could give you a hug. No. The ruins you were exploring suffered a cave-in. When I arrived, I found you falling toward the water. You were just about to be dissolved within, but I... What is it? I think I saw 2 Oceanids protecting you. It was only for a moment, perhaps even a fraction of a second, but they gave me the chance to retrieve you. Were it not for their intervention, I would not have been able to rescue you before your consciousness dissipated. Wait, did you say Oceanids? You mean like what happened with Vache? Perhaps those 2 Oceanids were the people you saw in your dream. I always told them that they didn't have to protect me. To think that they'd keep doing so even after death. Please come with me. Neuvillette, are you okay? Nope. Oh, I am quite all right. Perhaps there's something we could chat about? Why do you look so stiff all of a sudden? Oh, Paimon knows. You're the type who feels awkward when there's nothing to talk about, right? Das ist so richtig. I merely thought that we should give Navia some time to herself. Huh? Why didn't you just say so then? Don't you think it's even more awkward to call us over like this and then have nothing to talk about? I suppose so. Ah, Sigewinne. I hope all is well with her these days. Her work in the Fortress of Meropide has not been too much for her, has it? Nope. No way, don't worry. She's doing fine down there. She's an amazing head nurse. I see. Well, that is good. I have always worried that Sigewinne would need a lot of time to understand the world of humanity, just as I have. Oh, and the Duke also says hi. Even though Sigewinne made him do that. He hopes that you haven't been overwhelmed by all that's happened lately. Thank you. I have indeed been busy lately, and I also hope that everything is going well in the Fortress of Meropide. It does, it does. He still doesn't know what to talk about. Let's chat about something else then. So, Neuvillette, you're probably quite the swimmer, huh? Yes, of course. This isn't going anywhere. Let's try something else. How did you find these ruins? Did the knave tell you? Yes, in fact. I had arranged to meet you in Poisson, but when I arrived, I discovered that the Fatui were helping the residents evacuate. They had even transported a large quantity of supplies to the area. Amid my astonishment, I ran into the knave, and we had a chat. She informed me that she had asked you to investigate the ancient ruins here. Yeah, we originally planned to meet up with you, but we thought you might still be busy with all those official documents. We didn't think exploring the ruins would take very long, and who would have thought you'd wrap things up so quickly?
I'm sorry to have kept you all waiting like that. I'm feeling much better now. I guess we should get going again. Will you come with us, Monsieur Neuvillette? Yes, if you wouldn't mind my company. All right! Another one joins the party! Let's get going then! Ein theoretisches Sixer-Team. Wusa. Erstmal Ausnahme alles aus Kundschaften. Um wieder unsichtbare Wände zu finden. Let's go. Woran haben die Entwickler gedacht und woran nicht? Ausdauer zum Beispiel. Eigentlich nicht der Plan. Oh no! Another unstable path! Watch your step! Watch out! There are rocks falling over here! Hear my prayer! The doctor will see you now. Tough. Seems like an emergency. Let's spark things up. Hat doch halbwegs funktioniert. Na gut. Down, down, down to the bottom of the temple. Dreckiger Hund. A bitter pill to swallow. Do your worst! We shall for time for a light show. You're in for a little shock. Blitz. Surrender and it'll be... Pin them down! Ha! Yeah! Yeah! Ha! Ha! Mind the side effects. The fuse is lit. Dada Kundala. Na? Ach so. Das Ding baut sich einfach wieder auf? Frage ist, bleibt das Ding jetzt aufgebaut? Nein, bleibt es nicht. Gegner wieder da? Nö.
Machbar. Nur, dass wir fast einen Gegner übersprungen hätten. Hm. You've been a naughty boy. The doctor will see you now. Taking a turn for the better. This... Yield. Yeah. Ha. Yeah. Ha. Hear my breath. Come a little closer. Yeah. Get you. Blitz. Try not to. Fire hazard. A festive reprise. A bitter pill to swallow. Nicht den Tornado! Au, 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 au. Au. Mach nicht. Too easy. Come a little closer. You're in for a little shock. Seems like an emergency. We shall Surrender and I'll be. Was passiert jetzt? Ein Aufzug kommt runter. Okay. Ich frage mich, was wir hier noch so finden werden. Weil dieser Turm ist schon verdächtig. Ist eigentlich zu schade, um eine Sphäre zu sein, wenn ich ehrlich bin. Katze. Looks like we've reached the end. This is the place. There should not be any other hidden spaces in the vicinity. The path sure had some twists and turns, but it turns out that this place isn't actually that big. Ah, da scheint was ein Event zu sein. Dann gucken wir doch mal. Stone slates. It seems like they were put here as an offering. Could we take them down and have a look? Perhaps we should just leave them be for now. Ja. There are 4 locations in total, but only 3 stone slates. The slate that should be in the first empty spot is missing. The surrounding walls also show signs of damage. There's something written below. Let Paimon see. Reason dictates that this nation be destroyed. I shall record the history of its future here in its past. Say what? It feels like someone left these slates and these words here for a purpose. But does he mean that Fontaine should be destroyed? That would fit the circumstances dictated by the prophecy, yes. Indeed, the slate's contents correspond to it. Take the second slate, for example. There's a person kneeling here. She seems so dedicated.
And there's a whole bunch of other people behind her doing the same. She's facing this... what is this? Some kind of island in the sky? And is that Lady Farina in the third image? Did the Hydro Archon fall into the water? And is that a ring of people around her? Paimon doesn't quite get it. Are they all in the water? The fourth image. I know this one. This exactly matches the content of the prophecy. The people will all be dissolved into the waters, and only the Hydro Archon will remain, weeping on her throne. Schwierig. Klingt auf jeden Fall stark nach der Prophezeiung, das stimmt. More information should be hidden in these slates, but I fear I cannot easily uncover it, most likely due to us missing the first slate. I am very sorry. Don't blame yourself, Monsieur Neuvillette. Deciphering ancient stone slates isn't one of your duties. Ooh, Paimon's getting the chills just looking at these slates. This says that it's the history of the future, right? That means the prophecy's sure to come true. I really hope it doesn't mean that. Still, Paimon feels like these images are kind of weird when you look at them together. That's right! If the images are in chronological order, shouldn't the fourth, the waters drowning Fontaine, come before the third, where the Hydro Archon herself falls into the water? And yet the order is reversed here. If we go by timing, Lady Farina only emerges in the third image. That means that the person in the second image might be the previous Hydro Archon. Egeria, then. I had never met her, but her appearance here does match the records. The previous Archon kneeling before the floating island in the skies, as if confessing a sin. Did she herself commit that sin? And if not, why would she be in such a posture? Also, I'm still wondering why these ancient stone slates are here at all. Judging from their contents, could this place be the origin of the prophecy? Does that mean that someone, or some people, once saw these slates? But who would have created these slates and left these words here? It seems that any further clues will have to come from Farina. In that case, there's no time to lose. There's nothing else to be gained here, so let's head back first. Und wie willst du rauskommen? Yeah, we better get somewhere safe for now. Aber wie? In Wirklichkeit spielt es nun keine Rolle mehr, wer diese Platten geschaffen hat. Entscheidend ist, ob die Prophezeiung wahr ist. Ja, stimmt. Let's split up here. I'm going to check on what's happening with the Spina. You know how it is. There's some things you just need to be there for yourself. You still have energy for that, Navia? Paimon's already beat. Just head back to the Fleuve Cendre and have a rest then. Thanks for keeping me company all this time. I'll depart as well. Thanks for your hard work today. Rest well, everyone. Traveler, I will go talk to Farina tomorrow morning to ask about the stone slates. I'm sure that you're concerned about this matter as well.
If you have time, drop by my office. I will share the results of our discussion with you. Are you really gonna talk to her about this directly? Will that be a problem? Paimon's getting a little scared now that it's come to this. She has long been harboring secrets and will not give them up easily, which makes it all the more my duty to ensure that she understands the present situation. Alright, we'll leave it in your hands then. You're probably the best person to talk to her anyway. I will be carefully considering my words tonight. Traveler, Paimon, our safe house at the Fleuve Cendre is always open to you, as ever. So please don't think you're an imposition. Alright. I'll be on my way then. We're finally back! Welcome back. We've got a special menu prepared for you two tonight. Yay! And there's good food too! Navi, no, the boss is the best. Keiner deserved it hier. Ooh, desserts! Nice! These are all Paimon's! Paimon's already starting to forget what happened today. Mona? Warum? Oh, that voice. Is that who I think it is? Warum? Huh? Was machst du in Fontaine, Schätzchen? It's you two. What are you doing in Fontaine? Das können wir dich genauso fragen. Haben dir die Sterne nicht gesagt, dass wir uns hier treffen würden? Seriously, nobody just uses a scryglass whenever they've got time to just see who they'll meet on the road. Still, we didn't expect to see you here. Wait, you're not a Fontanian, are you, Mona? Well, I have some business to attend to here, so I booked a hotel in the city. I was just out for a stroll when I bumped into you. Quite unexpectedly, if I might add. Okay, sie hat ja einiges zu erledigen. Warte kurz. Steambird. Offensichtlicherweise. Ich habe ein Hotel in der Stadt gebucht. Mona bucht keine Hotels in der Stadt. Sie hat kein Geld. Sie hat eine billige Übernachtungsmöglichkeit gesucht und hat sie dort gefunden. Weil sie broke ist. Why did you think I was from Fontaine, though? Is that because Magistus doesn't sound much like a Mondstatter surname? Yeah, let's go with that. Well, I used to have my own surname, which was, well, some other thing. Either way, the old hag told me when she took me as her disciple that the first step to being a great astrologist's pupil was to change that name. There was nothing for it, really. She really is amazing at astrology, so I changed my name to what it is now according to her wishes. To my surprise, however, Magistus is not the name of some ancient house or clan. It isn't? Nope. Although it is used by us in place of surnames, it generally just means great. Lol. Wow! Imagine including a boast in your name. Wait, are you gonna have to put that into your genealogy as well? I reckon so. In any case, I'd give my disciple a name like this as well, if I were to take one. Astromancer Barbeloth Trismegistus. Whoa, that's a long one. Does it also mean great or something? My name means Mona the Great Astrologist. As for the old hag, hers is, in plain speech, the thrice-as-great Scholar of the Stars. Just take it as a title specific to astrologists. Thrice-as-great? That's so petty. I know, right? That's just how she is. She used to call herself Magistus, actually, but when she took me in, she changed her name to Trismegistus. Talk about excessive.
Megistus is thus the calling card of our school, so to speak, which makes it about the same as a surname. It's all right if you don't get it. You can look into it further should you need to study astrology more deeply. Ja, ist mit 3-mal so starker Reisender oder 3-mal so groß. The illusion of choice again. You just want to answer one thing, but actually, you are answering both. Terrible! No, it does not. But anyway, you're not Fontanian, are you, Mona? You're from Mondstadt, right? Well, I was born in Mondstadt, yes. My parents migrated to Dorman Port, and I traveled with the old hag for a while, after which I settled down in Mondstadt City. Oh, that's a good thing then. At least we know you won't be dissolved by Fontaine's waters. Speaking of that, I'm sure you're aware that a bunch of things have happened here in Fontaine, right? I know you're not a local, but I'd avoid getting too close to any water that looks strange all the same. There's something ominous about it. Well, the water, I mean. Bist du wegen der Prophezeiung noch von Tage gekommen? That was the main reason, yes. Just a while back, the Steambird invited me to take part in a panel and speak about the circulation of the prophecy as an astrologist. The invitation was sent quite early on. I don't think anyone expected Fontaine to be in this much trouble. What do you make of that prophecy, Mona? Just tell us what you think as an astrologist. Your word would go a long way to make things more certain and less scary. What I can tell you is that I'm an astrologist, and that this prophecy concerns the fate of Fontaine, even that of all Tevat. Ascertaining this is akin to reading the fortune of the whole world. I'm afraid that this is not something that just anyone can do. If I could do it, you would no longer call me an astrologist, but a visionary. But on the flip side, the prophecy is so huge and powerful that it must surely come from a powerful visionary. Its contents involve the fate of the world. Disregarding it would be a mistake. A visionary? Sounds really powerful and all, but does such a person really exist? Of course. The old hag could do it, and I'd bet there are others amongst those Hexenzirkel colleagues of hers who could do something similar. Ach, stimmt, der war ja auch Teil vom Hexenzirkel. Ha, haha, wer hätte gedacht? Also ihre Lehrerin, nicht Mona selber. Ich finde es auch gut, dass der Hexenzirkel tatsächlich auf Deutsch ausgesprochen wird. Das heißt, der Hexenzirkel hat Ursprung in Mondstadt. Ah. Interesting. Are you sure? All right, I'll help you. It isn't often that I see you with such a serious look on your face. I'll tell you once I hear back from her. In 3 Jahren. Thanks, Mona. You're amazing as always. Oh, well, this is something only I can do after all. So yes, your praises are quite welcome. That's the greatest of astrologists for you! Of all the people we know, you know the star's the best! Indeed. That's the spirit. Oh, sorry. I came to see what all the commotion was about. If there's anything you need, do not hesitate to inform the Spina di Rosula. Oh, whoops. Guess we were getting a little too carried away there. Well, I'll go tend to my own business now. If I receive any news, I'll be sure to come find you two again. And there she goes, quick as rushing water. And here we are with the Spina guy giving us suspicious looks. If Paimon hadn't spoken for you, it'd be you getting all the weird looks. The things Paimon does for you. Du bist einfach nur zu laut, Paimon. That's more like it. Good morning. To be honest, Paimon's still feeling kind of sleepy.
But it's time to get up, traveler. We agreed to go see Neuvillette, so let's pack it up and get going. Scripted Time Zone. Jetzt versuche ich nochmal zur Schmiede zu gehen. In dem flachen Wasser willst du nicht schwimmen gehen. Glaub mir. Darf ich jetzt mit dir reden, Estelle? Ey! Ernsthaft? Sie ist jetzt gelockt in dieser Scheiß-Mission? Bruh. Will ich ja gerade gar nicht. Als ob mir diese Scheiß-Mission diesen dreckigen Schmied zersägt. Das ist ätzend. Auf in die Mission. Erstmal Katze für Ine. Eine Ion. Wetten? Ich trigger das Ding jetzt? Nein, tue ich nicht. Ich könnte es triggern. Werde ich aber nicht. Hallo? Hallo, Melusine? You're here, finally. Sedin. Is something wrong? Ah, dicker Streit hinter der Tür. Monsieur Neuvillette and Lady Farina, they seem to have gotten into a dispute. Please go see for yourself. Also eine Melusine so durcheinander zu hören, ist nicht gut. Like I said, I've already explained everything. And yet the problem has not been properly solved. There is little space for excuses between us. It is not my intention to offend you, but please, tell me where you stand. You are the Hydro Archon Focalor, are you not? Look at this. This is a list of the victims from the recent Poisson incident. You mean they're all... Yes, they are. We did not arrive in time to avert this disaster, and I will not have it happen again. I will say this once more. You must tell me everything you know. Yesterday, I found 3 stone slates in some ancient ruins near Poisson. Do you know anything about those? Seriously? You're questioning me like this is a court case now. I don't know anything about that. But you found them in some ancient ruins, you say? That's correct, which is why I came to ask you some questions. There should have been 4 slates, but one of them was missing. The other 3 feature different images that seem to correlate to the prophecy. The prophecy? The second of these slates depicts the previous Hydro Archon Egeria kneeling before a floating island in the sky, as if confessing something. Do you know nothing of this either? I don't. I've never seen such slates. I'll ask you again. Do you really have no information regarding the previous Archon? My deciphering of the slates indicates that the Hydro Archon Egeria once had to confess to, or apologize for, a certain sin. If anyone would know about it, it should be you. All gods don't have the same secrets, you know. She was herself and I'm me. Is it really so strange that I know nothing? I understand your concerns, but I'm sorry. I just don't have anything to tell you. Forgive me for saying this now, Lady Farina, but I have long known of your various secret investigations into certain matters. There are several indications that you have been investigating the prophecy on the sly. This is not strange in itself, considering that you are the Hydro Archon.
But it is strange that you should also claim to not know any of Egeria's secrets, as well as do nothing following your inquiries. You have never been as superficial as you have presented yourself to be, nor are you a fool. And yet, your behavior is very inconsistent. So you've been watching me all this time, have you? I didn't think you were that type. You... Well, since you know about my secret investigations, then you should know I'm actually working to take care of it. There's no point questioning or suspecting me. You're the Eudix, but you're still my subordinate. You should be following my lead. Just trust in me, your Archon, and do as I say. Never mind whether you can truly convince yourself to or not. It'll all turn out fine. Bullshit. That's all I have to say. We do not discuss this matter again. Oh, the opera's about to start. Toodles! Uh-oh. Did Farina not notice us standing by the door? Wonder what's up with her. She was smiling. She didn't seem in the mood to care if we were listening in or not. I assume you've been outside for a while now? Oh, yeah. Oh, you noticed. Seems Farina didn't even realize we were here. Oh, doch, hat die. She was in a great panic, though I cannot discern the reason. Our discussion reached impasses time and again, a state of affairs that we cannot allow to continue. Still, I do not understand. Dialogue is the basis for understanding, so why did she keep refusing to engage? Wir klagen sie an. It's time for trial. Willkommen in Funta. Everyone in her inner circle has noticed that she is hiding some secret. The issue is her attitude. I fear that she will not reveal anything unless absolutely forced to. We may have to create a situation in which she will have no choice but to speak. Oh? Like what? Normally, people will only reveal the truth when standing trial. Perhaps we must have the Hydro Archon experience just such a scenario. But Farina's seen so many trials, and she's really good at dodging questions. How do we make sure that she won't just slip away at the first chance she gets? We will need to consider this thoroughly, join forces with various parties, and then do what we can. If at all possible, I would prefer to recuse myself from this affair, but we must prevent the prophecy from coming to pass. This may be cruel to her, but all Fontaine is in crisis. The information a god possesses is too precious, and so we must take a chance on this. But who will lend us their aid to do such a thing? Well, that's everyone, huh? Speaking of which, it was pretty smart of you to think of hiding here. Poisson was just involved in a disaster, so it's presently devoid of people. That naturally makes it the best choice. And here you are drinking tea like it's the most natural thing in the world, huh? That's what families should do. Sit and enjoy a leisurely time together. It's nice to enjoy tea here, you know? Care for a cup? Lend me your ears, everyone. Or perhaps one of you might like to start us off. How about you, friend? Me? No, I don't think I can. Then, how about you, good sir? I fear that I will cause the mood on this boat to become as somber as it is in court.
Well then, I guess we're lucky we've got a local like me to organize things. Wonderful, the spotlight at last. I guess I'll be facilitating things from here. That was a little long-winded, don't you think? Oh, you might be right. Anyway, to cut to the chase, our friend here, the Traveler, has brought us together to discuss something. As for what that is, well, let's start by saying that we'll be pooling our efforts together to create a series of traps. Oh, how intriguing. Well, it's just an expression, really. One that I just learned from Chlorand, and used on the spot. So, let's invite her to explain in detail. A round of applause, please. Huh? Didn't you say that you would be facilitating this? Oh, come now. Your work doesn't involve much public speaking, right? This is a good chance to practice. You might even pick up some fancy oratory tricks to impress your boss with in the future. I see. And what does my boss say? He is glad that you consider him your boss. Do go on. In that case, do any of you have experience hunting? Not that I recall. Fremine and I once used a wooden stick in a basket to catch wild rabbits when we were younger. As for Lynette, oh, right. You were sick that day, weren't you? I've also gone diving to catch some fish before. Does that count? I'm afraid not. You may or may not have heard, but Fontaine once played host to a group known as the Marechaussee Hunters. Though that was their name, they did not hunt animals, but rather various monsters left behind by the ancient dynasty of King Remus. Today, Fontaine's monster population has already thinned greatly, so the hunters have blended back into society, taking up arms in other lines of work. They even left a unique methodology of hunting in their wake. A trap comprises of the following components: bait, a trigger, and a containment device. Sometimes a lethal implement will also be necessary to deal with the prey. So, if we were to build a trap together, right now, what would you choose to build it with? For me, I would prefer something basket-shaped. Pigeons and rabbits will see the bait and naturally enter the snare. Our line of work requires a deft hand, and we're some of the best in the industry, so you can count on our techniques. You used some of those techniques while moving the people of Poisson, didn't you? My subordinates mentioned that you even performed some magic for the bawling children. Yes, and I even managed to gather some intelligence in the meantime. I'm quite the multitasker if I do say so myself. I'm afraid I can't claim that as my strong suit. I prefer more stable methods, like placing bait in the water and waiting for the fish to come within reach. That's the kind of method I would count on. Calm and steady. Exactly the kind of person who would catch loads of fish. And I can be their assistant. With discretion, I'm sure. I'd probably use some sort of mechanical animal. Papa once bought me some small clockwork squirrels, mice, and such. When placed in the forest, they can attract others of their kind. I remember that you liked those too, didn't you? I did. And that would be a good way to go about it. If they're realistic enough, animals of the same kind will follow them all the way to the trap. What about you, Monsieur Neuvillette? I fear I do not have any related experience. That makes sense. You usually solve problems directly, without the use of any such tricks. But I do have one more question for you, monsieur. If we were to create a trap now, how would you design it? I would like for it to be effective, but bring no harm to the prey. A more gentle trap would be ideal. Kind, as always. However, our intention doesn't necessarily change the containment device and the type of implement we need. If we wanted to kill the prey in one strike, we would need a powerful implement. However,
That also goes for prey that must be captured and safely contained. Wait, why's that? Only a hunter who's a true expert at subduing their prey can snare it without harming it. The line that divides life and death is often exceedingly thin. So are we going hunting together? Huh. We hadn't thought of seeing ourselves as hunters. It kinda works, but maybe it's still not the best metaphor. If our means of capturing and dealing with our prey is to put them on trial, then the hunting metaphor is actually quite accurate. But we shall require much more courage than any hunter to judge a god, a being whose seat is an exalted throne. Ist was dran, ja? Oh, so that's what's going on. Sounds very interesting. Was für... Das ist ein Akt der Respektlosigkeit. Jäger und auch keine Beute, aber es muss eine Falle geben. Ihr müsst eine Falle bauen. Ja, wow. Was haben wir jetzt hier alles? Love is destructive. Okay. Cooler Titel dafür. Schicksalslegen mit deinen Gefährten eine Falle. Oh, ja, okay, da bin ich jetzt angekommen. Einst schluchzten die Möwen. Der Zeuge der Katastrophe in Poisson. Gut. Was? Wenn du die Wunde der Welt fast durch hast, what the heck? Das weiße Pferd und der Mond. Sammle die ganze Reise. Okay. Wo ist halt der Mondschein? Legende der zerbrochenen Hellebarde. Das klingt beides nach Liyue-Geschichten. Das heißt, ich muss da ein bisschen in den Bücherkunden gehen. Durchbruchstufe 6 für eine Waffe. Alter. Ich muss gestehen, die Teleportersteuerung ist noch ein bisschen, also die Kartensteuerung ist noch ein bisschen so meh. Tricky. Also, weiß ja nicht. So, aber bevor wir weitergehen, muss ich kurz AFK. Das heißt, es gibt ein bisschen Podcast mit Lisa und Stuhlstream mit cool. Quality Content und so. Bis gleich.
Why not keep me company for a while? There'll be plenty of time for work later. If you want to outrun the law, you need to know how it works. If you want to outrun the law, you need to know how it works. Today's no good for going out. Did I say that yesterday as well? If you want to outrun the law, you need to know how it works. Whatever business you're in, you gotta keep up with the changing times. Whatever business you're in, You you want gotta to keep up outrun with the the law, changing you times. need to know how it works. Why not keep me company for a while? There'll be plenty of time for work later. Whatever If business you you're want in, to you outrun gotta the keep law, up with the you need to changing know times. how it works. Whatever business you're in, you gotta keep up If you with the want to changing outrun the law, times. you need to know how it works. Whatever business you're in, If you want to outrun the law, you need to know how it works. It's nearly time for afternoon tea. If you want to outrun the law, Ach, you need to know ja. how it works. business you're in, you gotta keep up with the changing times. Gut, da sind wir wieder. Dann hören wir uns doch mal die nächste Katze an. It's been a tough few days, hasn't it? So much has been happening. Erstmal futtern. Paimon didn't think the meetings would go on for so long, but everyone seemed pretty fired up, huh?
thought they'd be at least a little frightened. Well, Fremine was, now that Paimon thinks about it, but everyone else just looked a little surprised. Hä, warum sicher? Well... It's hard to say. Paimon doesn't have any experience with this sort of thing. But with you around, Paimon sure will do great. After all, you're the most reliable person in the world, aren't you? Huh? What? Did you just pour some tea? Paimon didn't notice you doing that at all. Nö. Das war nicht ich. Then what's that? Paimon's never seen that cup before. Don't be frightened. I'm just joining you two for tea. I merely refrained from saying anything till now. Who the shit? But there's no one here. Ah, have you forgotten me already? Wait, you are familiar. You're the voice we heard from the sky in Sumeru. The voice from the sky, I fear that description is wrong. Though, not completely wrong. You're feeling lost now, just as you were feeling previously. I sensed that confusion and thus came to you. Guiding people is an irresistible hobby of mine, after all. Who the shit are you? Consider me a passerby, just accepting a commission from my friend's disciple on a whim. Wait a minute. The prophecy. Yes, what has been prophesied will be fulfilled. You may view such things as the history of the future. What? Then is there any way we can stop it? I believe you have witnessed a failed attempt with your own eyes. Can everything in Tevat so easily be changed? Hi. Na, du? Na. Weil ich hier einfach invaded, ey. Eiskalt, Frechheit. Ja. Ich beschweren. Bin ja direkt an der Quelle zum Beschweren. Also, ich beschwere mich quasi bei mir selber. Wild, wa? Was geht denn jetzt draußen? Autoalarmanlage oder was? Boah, ey, gestern war echt nicht mein Tag. So schlimm. Oh ja, komplett. Also das hat nur angefangen damit, ich mich angezogen gehabt, merkst du, Hose rutscht. Fängt schon gut an, so, ne? Okay, mein Gott. Hast halt jetzt eine ganze Arbeitsschicht, rutscht die Hose, ziehst am nächsten Tag eine neue an. Mein Gott, ne? Geh noch Müll wegbringen, ist da so ein Laubblatt und ich rutsch bestimmt, 5 Meter oder so auf den scheiß Blättern. Aber ich habe mich nie auf die Fresse gelegt. Ich dachte mir schon, oh Gott. Wo ich da noch hin? Ja, nachts, dann halt die Schicht gehabt. Die Schicht war absolut langweilig. Es war die ganze Zeit kein Mensch da und du darfst halt nichts machen, ne? Bis auf um 0 Uhr, dann war richtig voll. Also kurz bevor die Leute rausgehen und wenn ich nur noch alleine bin, dann war richtig voll. Ein Glück. Läuft. Und zählst am Ende in die Kasse und es fehlen 9 Euro. Ei. 13 Euro. Dann mir, okay, gut. Gehst du nochmal nachgeguckt, ich noch 4 Euro gefunden, dachte ich mir, gut, es fehlen jetzt noch 9 Euro, vielleicht haben wir 1 Euro im Trinkgeld verschissen gehabt oder so. Ich zähle mal die kleinen Becher im Tresor, die wir oben stehen haben. Ja. Ja, es fehlten 45 Euro auf einmal. Ha. Ja. Stark, oder? Interesting. Ja. 2 Uhr die Schicht gehabt, bis 3 Uhr war ich da, der Wachdienst nochmal Alarm geschoben und ja, mein Vater ist vorgestern überfallen worden. Grandios. Ja, also Leben läuft im Moment. Schlafen kann ich auch nicht.
GG an der Stelle. Also wirklich überhaupt im Moment ist. Einfach nur uff. Wie bescheiden wollen Sie es haben, Chris? Ja. Ich hätte gerne alles. Was soll ich? Als hätte ich es irgendwie geahnt, dass ich invaded werde oder so, keine Ahnung. Da habe ich mich auch wieder verziehen. Oh. Was ich morgen arbeiten darf. Moment. Du sagst ein bisschen Genshin und dann darfst du dich wieder verziehen und dann sagst du, dass du morgen arbeiten darfst. Hä? Ja, genau. Dann darf ich mich wieder auch für heute verziehen und morgen darf ich auch noch arbeiten. Ah, noch zusätzlich. Mhm. Da habe ich frei bis nach deinem Geburtstag. Immerhin. Ja. Ich muss halt die Stunden jetzt vorkloppen. Ganz wichtig. Das ist ja ganz anderer Plan tatsächlich. Schreiben wir unseren Plan ab dem 16. Also. Ja. Vom 16. bis zum 20. Mai. Will ich nicht vorkloppen. Aber ja. Ja. Finde ich gut. Im nächsten Plan arbeite ich von Freitag bis Montag zweimal. In meiner einzigen 8 Schichten. Aber von Freitag bis Montag. Haben wir jetzt direkt nach deinem Geburtstag den Freitag bis Montag und dann haben wir danach in 2 Wochen mit Beta nochmal. Also sonst habe ich die ganze Zeit frei. Ja, was wollte ich denn? Ach ja, ich wollte noch meine Kopfgeldjagd machen. Dann tun sie dies. Bitten und... Achso, die haben übrigens ein neues Feature eingefügt. Haben sie das? Du kannst jetzt die wöchentlichen Bosse machen, die du noch nicht freigeschaltet hast, aber nur im Singleplayer. Zum Grinden von Sachen für Charakter, die du noch nicht besitzt. Das ist also dieser Eintrag im Buch, ja? Schnelle Herausforderung heißt es, glaube ich, oder so, ne? Ja, genau. Mhm. Habe ich vorhin schon gesehen. Du darfst ja auch noch deine Kampagne fertig machen. Hast du schon? Oder machst du gerade? Bin ich mittendrin. Bleib nur dabei. Entschuldigung. Alles gut. Ja, das Live habe ich clean übersehen. Ach, warte. Das hast du dir erst vor 5 Minuten gegeben. Ja, das ist richtig, aber vielleicht hätte man es im Discord sehen können, dass ich live bin seit 1 Uhr. Ja, habe ich nicht gesehen. Korrektur ist... Nee, warte mal. Doch, 1 Uhr. Ja, 13 Uhr. Ja, genau. Bisschen kurz vorher, also 12 Uhr paar zerquetschte. Und wir haben jetzt 16:15, das passt mit 3 Stunden 19. Na dann. Da ist es wieder, Schicksal. Gibt es wirklich keine Ausnahme? Ja. Hexe N. Ich finde das so geil. Die Hexe heißt einfach nur N. Okay, cool. Hauptsache mit diesem Legendenauftrag wird der Hexenzirkel endlich mal richtig Kanon für jeden. Jetzt kommt man nicht mehr drum rum. Hexe, Hexe, Hexe. Würde Fabi das jetzt sehen, würde er sagen, nein, das ist nicht der Hexenzirkel. Das sind keine Kinder, die im Kreis stehen und rumspringen. Natürlich. Achso, du hast ja auch schon die Map-Expansion gesehen, ne? Ja. Also die beiden Statuen waren ja echt schwer zu holen, hör mal. Ich fand das so geil. Ich wollte gerade zur Opera de La, ne? Also, ne? Ja. Zum Opernhaus. Und plötzlich höre ich noch Pling. Ich so, hä? Was? Ach so. Opera Epiclips. Ja, Schön, ne? Ja, Don't mind if I do. Ja, und die andere war auch weiter neben. Eine andere Sache, die viele nicht gesehen haben, die Map hab ich ist noch auch nicht im geholt. Osten ein bisschen erweitert worden, ne? Gibt neuen Boss. Ach, Mensch. Wasserbäumchen. Ja.
Map ist auch im Osten ein bisschen erweitert worden, was meinst du damit? Ja, da ist ein Wasserbäumchen, jetzt bei Elinas. Achso. Es ist ein kleines Stück größer geworden, ne? Und der Teleporter halt da mit dem Boss. Ja. Werde ich alles noch erkunden? Ich habe ja noch nicht mal die Tauchaktion gemacht. Ich mache jetzt erst Spieluhr im Wasser. Oder Saxophon, Grammophon. Ach so, das, was ich dir gezeigt habe. Yes. Okay. Ne, ich bin direkt in den Archontenauftrag rein, um nach einer Sequenz instant von der Sidequest hops genommen zu werden. Schön. Mhm. Und zwar so eine Büroscheiße. In dem Hauptgebäude. Da durfte ich erstmal eine elendig lange Konversation führen, bis ich dann endlich bei Nouvillette rein durfte. Warum auch immer der die ganze Zeit blockiert war. Das frage ich mich manchmal auch. Ich hatte eine richtig wilde Sache gehabt, als ich meine Quest gemacht habe. Pass auf. Ist ja nicht fertig, die Story. Hm? Da dachte ich mir so, okay, gut. Wir sind hier fertig im Hauptgebäude. Also im Führungsgebäude. Auf nach draußen. Ach, warte mal, ich muss ja noch kochen für die Woche und ich muss ja noch schmieden für die Woche. Alles klar, let's go. Erst zum Kochen gegangen. Und dann wollte ich zur Schmiede gehen. Und ich sehe nur plötzlich links eine Mission aufploppen. Ich denke mir so, nein. Sag mir nicht. Doch. Die Schmiedetante heißt Emilia und ich sollte tatsächlich zu Emilia hin, wegen dieser scheiß Sidequest. Weil eine scheiß Schreibmaschine kaputt ist. Jetzt ist meine Emilia kaputt, bis ich diese Sidequest weitermache. Schön. Ich kann nicht zur Schmiede. Es ist zum Kotzen. Schön. Ah. Eine der wildesten Sachen, die ich hatte, war ein Sumeru. Ich wollte, um den Boss zu unlocken, musste ich halt die Nahida-Quest spielen, ne? Aha. Ich hier halt gemacht. Und erstmal die Nilo-Quest hat mich 5000 Mal geblockt, ne? Die hat 5000 Mal gesagt, nein, Character unavailable. Ich habe die Nilo-Quest erstmal durchgezogen. Und dann hieß es irgendwann mal, das fand ich richtig lustig, also ich habe die fast durchgezogen, ich hätte die nur noch abholen müssen im Endeffekt, glaube ich. Und dann war da halt diese wunderschöne Sache, ja, die Quest wird durch eine andere Quest blockiert. Und ich dachte mir, Nilo-Quest. Nein! Daily die Olmia-Quest hat's blockiert. In Inazuma. Und ich dachte mir, wie blockt die denn jetzt die World-Quest? Die Yoimiya-Quest? Und ich sollte halt nach Inazuma und da Yoimiya suchen. Ich dachte mir, wie blockt die denn jetzt die Quest? Oh lol, ich weiß warum. So, ich bin halt zu Yoimiya gegangen, nach Sumeru gefahren und dann... das war das Geilste. Dann hat die Nilo-Quest die Yoimiya-Quest blockiert und damit war die Nahida-Quest wieder unlocked, weil die Yoimiya-Quest ja jetzt blockiert war. Ich dachte so, hä? Was ist das denn? Okay, das ist wirklich wild. Wobei, ich weiß es doch nicht, warum. Moment. War die Nahida-Quest die Nummer, wo man... in die Träume von den Bewohnern gehen soll? Ah. Und dann, das war Teil 1 und Teil 2 war das dann mit dem Slimes. Ah. Mit dem Pilzen meine ich. Entschuldigung. Ja, okay. Der Teil mit dem Pilz hat ja dann irgendwann noch Yui mit reingeholt mit den Aranara, oder nicht? Nein. Okay. Nie. Was war denn das mit den Aranara und Yui? Die Quest-Location ist von der Yui-Quest. Das war die Yui-Quest selber. Die Quest-Location ist von der Yui-Quest geblockt worden. Die dann geblockt wurde von der Nilo-Quest, damit war die Quest-Location wieder unlocked. Ach, Yoimiya hat eine zweiteilige Quest inzwischen gehabt. Nee, die ist auch noch einteilig. Das heißt, ihre... Das war die dann Legendenauftrag ist in Sumeru. Ja, ja. Oh, right. Genau. Und du musst da ja einmal in dieses Pilzgebiet und ich denke mal 100 Pro da hat dann die Yoimiya-Quest gesagt. Ja. Okay. Genau, aber das war halt die wildeste Sache. So, warum die Yoimiya-Quest, die ich noch gar nicht angefangen habe, die in Inazuma steht, blockiert die Location von da? Warum? Don't ask.
I don't know. Vor allem, da steht ja halt auch nicht, dass ein Charakter beansprucht wird. Nein, die Location wird beansprucht in Inazuma. Aha. So, und das Geile ist, ich fahre dann halt wirklich nach Port Osmos und dann stand da halt, ja, ein Charakter wird beansprucht von den Nilo-Quests, damit wir die Nihila-Quest auch wieder unlocken. Ich dachte mir so, wie? Wild. Und ich dachte schon, mein Archontenauftrag wäre wild gewesen, wo ich zwischendrin immer wieder Tainari und Nilo hatte. Ich hab die ganze Zeit halt nur... Und am allergeilsten war, das Allerschlimmste dahinter war, am Ende wurde meine Nilo-Quest durch eine Daily Mission blockiert. Das ist auch stark. Mhm. Es gibt nämlich diese eine Mission, wo dieser eine Typ unten in dem Theater von dir, glaube ich, irgendwelche Sumero-Rosen haben will oder so, keine Ahnung. Mhm. Stimmt, ja. Ja. Aber er war auch gleichzeitig Teil von der Nilo-Quest. Mhm. Jetzt kommt das Witzige, die Nilo-Quest skriptet ihn so, dass du nicht die Daily Mission ansprechen kannst. Ich weiß. Weil du kannst die Nilo-Quest nicht triggern, weil er immer noch die Daily Mission vorher hat. Uff. Boah. Ich hatte die andere Spiel neu gestartet, direkt zu ihm gelaufen, alles geritzt. Okay. Ich hatte das mal andersrum. Also ich hatte, hier. Oha. Daily war gelockt hinter einer World Quest. Auch gut. Also hinter einem Legendenauftrag. Stabil. Wie war heute so, du machst heute keine Dailies. Das Witzige ist, ich habe heute die Dailies nicht mehr angefasst. War schon innerhalb von kürzester Zeit fertig mit meinen Dailies. Ja, natürlich bist du ja auch, wenn du Aaron auf einen Tag machst. Ja. Abgesehen davon, das finde ich eine komische Wahl von Genshin. Also irgendwo verstehe ich es, aber irgendwo finde ich das ein bisschen komisch. Diese ganzen Sachen mit, hey, du brauchst deine Dailies nicht mehr machen, ne? Ja. Das ist alles erst ab AR 50. Auch jetzt mit dem Bossen, dass du die Quests nicht durchziehen musst, ist auch erst ab AR 50. Die ist halt echt schon hoch. Ja, aber dann hast du, glaube ich, auch keinen Bock mehr auf die. Also. Schwierig. Die Dailies kann ich nachvollziehen an der Stelle. Weil da hast du als High-Level-Typ einfach keinen Bock mehr. Auf so wirklich. Aber alles andere? Ja. Aber ehrlich, ich meine, keine Ahnung. Manchmal denke ich mir so Genshin, why? Wobei also ich bei den finde ja Weekly-Bossen kann ich mir da vorstellen, von wegen so in Anführungszeichen Reputation-System, weißt du? Du hast schon so viel in dieses Spiel reingesteckt. Wir geben dir einfach die Möglichkeit, ne, deine Materialien für deinen neuen Charakter, den du gerade gezogen hast, mit deinem teuren Geld, ne, zu sammeln. Das macht dann auch ein bisschen... Und den Legendenauftrag kannst du dann später ein bisschen holen, ne? Das ist halt auch verständlich, dass das nur High-Level ist, aus dem ganz einfachen Grund von, du brauchst ja erst die Boss-Drops für die hohen Talente. Mhm. Wobei, nein. Doch. Mhm. Wöchentlichen? Die brauchst du nur für die hohen Talente. Für was denn noch? Was heißt denn für die hohen Talente für dich? Die hohen Level von den Talenten ab 7. Brauchst du die? Brauchen die schon Level 4? Nein. Nein, ab 7. Okay. Der besten Charakter muss mindestens Level 70 sein, 80 sein. Dafür, dass du überhaupt 1 brauchst. Und für die ganzen 90er Upgrades brauchst du jeweils 2 von einem. Charakter müssen mindestens Level 70 sein, aber ist egal. Weil ich bin mit meinen 80er Charakteren auf maximal Level 8 gelockt. Ja, genau. Level 70er Charakter sind auf 6 gelockt und ab 7 brauchst du die. Okay.
Also passt das. If you say so. I believe different, but whatever. Ja, so eine. Pilze umbringen. Schön. Ich höre doch mal weiter der Quest zu, ne? Keiner vor Sonnenfurt, sehr gut. Ah, so you've caught on. Justice prophecies are usually only the future as seen from the perspectives of the gods. Could things be happening in hidden corners where the gods' gaze does not fall? Are the things that you shall see different from the fate that the gods perceive? Interessante Sichtweise. Not gonna lie. What is she talking about? It all sounds really impressive and important and stuff, but it also sounds kind of scary. I believe that you understand, right? Some things are insignificant, but others you must reach out to change. Ultimately, fate shall serve as your only guide, no matter what will happen in Tevat's future. All you need to do is to play your part. This was good tea, by the way. Thank you for your hospitality. Well, that'll be all for today. The voice. It's gone. What? I want to hear someone talking. Alright, coming! Hey, it's you who's getting lazy, okay? Well, I see I've walked in on some lively banter. Luna! Fine, just fine. I went to take part in that Steambird panel. It turned out to be more interesting than I expected. Not all Fontanians are pessimistic about this. One journalist mentioned that sitting around and waiting for the end to come would be wrong, and that they should make their own rescue preparations. I agreed, so we had a brief chat with her. Did she have pink hair by any chance? Why, yes, it was Charlotte. You remember her, right? That daredevil journalist? I'm in full support of her view. Prophecies are very important, but how can people allow their lives to be commandeered by just a few words? That's right! Paimon's glad to hear something sensible for once. Ah, yes. About what we had discussed before. I did try, but I'm afraid I couldn't reach the old hag. I'll try again tonight, but I wouldn't get your hopes up. Huh? Goodness gracious. Are you serious? She said that even the god's gaze has blind spots. Pretty bold if you ask Paimon. Most people would believe the gods to be all-knowing, right? The Hexen Circle members are certainly anything but ordinary. As for the mage named N, the old hag has mentioned her a few times. She said that N's sense of direction is incredible, and that she loves guiding those who are lost. But I've never met her, and if she were still alive, she'd be... well, suffice it to say that the hag's at least a few hundred now, and N's been around for longer than that. Whoa, the Hexen Circle sounds like a scary group. But they must really stay in shape to live so long. Their abilities alone are pretty terrifying. If she came to see you personally, then the problem you're facing must truly be of great importance. Well, it's not like Paimon could understand anything she said. Yes, she was quite cryptic, but I suspect she means that there is still a way to turn things around. She didn't say when or what that would be, though, so...
Perhaps it is something that you cannot know right now. Ja, das ist eine gute Frage. Was war bereits die beste Antwort, die ich auf eine Frage bekommen könnte? Traveler, Paimon, are you two all right? Oh, we're fine. We're just a little down right now. It kind of feels like the end is coming, you know? I see. I feel that same sense of desperation, too. I guess you could consider me someone who has often witnessed fate. So far as I have seen, it cannot be swayed. But even so, I still hope for, and believe in, miracles. Astrology is eternal and rational, but fate may not be. It is cruel, but it can also be beautiful. Perhaps that's what En was trying to tell you. Not to lose heart, and to believe that what you are seeing playing out before you is not yet set in stone. I did originally think of steering clear of all this, but I couldn't. Even if this is all futile, I still wish to help everyone. If we don't struggle to the last, then how can we face the end when it comes? Huh. You do have a point. There I go, talking about astrological principles again. Sorry about that. The moment I start talking about work-related stuff. I need to get going. It was worth trying to comfort you, even if only a little. I believe that you'll help those who are struggling in the same way I did. I suppose that might be why we always seem to meet by coincidence. Paimon feels kind of moved by what Mona said, but also kind of sad too. Hey, Traveler, Paimon suddenly feels like going outside for a walk. Let's go. Let's walk around the city, shall we? There's a few spots we always like to walk by. Unter der scheiß Schmied zum Beispiel. Ich glaube. Was ich eigentlich sagen wollte, bezüglich Mona, ne? Die Frau haben wir rein Archonten-Quest technisch lange nicht mehr gesehen. Wirklich sehr lange nicht mehr gesehen. Ansehensbelohnungen von Tar? What? Nein. Doch. Hier mache ich gleich mal weiter, weil ich will das Ding wieder frei haben. Scheiß Schmiede. Ach, 20 EP. Ja, eine Mitteilung war das. Was habe ich meine Kopfgelder? Ah, Spieljungfrau. Na dann. Classics. Dann kümmern wir uns doch mal um die Schreibmaschine. Hi. Hallo.
Können Sie mir einen Gefallen tun? Der wäre? Großen Gefallen tun. Ich muss ja jetzt arbeiten. Ja? 30 Minuten kann ich transmutaten. Ja. Ja, ich gebe dir Account-Daten, du machst kurz. Können wir machen. Gut. Nochmal gucken, wie man sich überhaupt anmeldet. Eine E-Mail und ein Passwort. E-Mail? Nicht Accountname? Nein, E-Mail. Leaving the Ministry of External Relations was definitely the right decision. Da muss ich gucken, welche E-Mail ich verwende. Er sollte joinen in den nächsten 3 Minuten. Ja, ich sage in den nächsten 10 Sekunden. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und User join your channel. Nö. Hat er einfach gar keinen Bock drauf. Tatsächlich Username. Bei dir ist es Username, okay, weil bei mir ist E-Mail. Vielleicht geht beides. Kann mich anmelden. Ich weiß, Es dass geht Kai beides. eigentlich auf Frozen wartet, deswegen. Also es geht beides. Ich glaube, das ist was. Hey, du bist doch der Erste, der mein neues Passwort kennt. Teamspeak? Wäre wahrscheinlich besser als andere, könnte schwierig werden, wa? Definitiv. Wild! Du bist doch der Erste, der mein neues Passwort kennt. Oh ich jetzt überall no. tatsächlich benutze. Oh no, bei dir, so schlimm, ich weiß. Wie gesagt, Kann muss Chris noch seine Accounts hacken? Ah, weh, schwierig. alle meine. Wobei, stimmt nicht, die meisten haben Two-Step. Ach, verdammt. Also ist nicht irgendwo. Versuch was wert. Das benutze ich für alles, was nicht Financial Sachen sind. Hab ich ein anderes. Habe ich noch irgendwo andere Login-Daten rumkleben? Oh, Steam-Account vielleicht. Wäre dasselbe Passwort. Also in irgendeiner Textdatei? Ich glaube nicht. Das ist eh immer eine schlechte Idee. Nö. Ich darf mich jetzt dann auch fertig machen. For Takeoff. Mach das. Da könnte man mal was reinschmeißen. Keine Sorge, ich bleibe aber bei dir, während ich mich fertig mache. Oh no. Hm. Dann kannst du ja meinen grandiosen Lesekünsten zuhören. Immer, immer, immer. Es ist ein sehr interessantes Passwort. Ja, ne? Bin stark. Ich verstehe zwar die Bedeutung Brauchst du nicht. aber ist auch gut so. Brauchst du nicht, kannst mir gut merken. Googeln könnte helfen. Okay. Aber brauchst du nicht. Googeln könnte helfen, ist schon schwierig an der Stelle. Aber egal. Tatsächlich, also das ist dumm. So, Ion. Wir haben wieder den werten Ion. Ist er diesmal ausgeschlafen oder ist er immer noch komplett müdigkeitsbroke? Ich glaube, der ist immer noch müdigkeitsbroke. Der hat bisher nicht gepennt. Der war gerade bei der Schmiedin, hat sich seinen Scheiß... Laila broke oder Sayu broke? Laila broke tatsächlich. Ah, okay. Stark. Also, der ist richtig am Limit, der Typ. Stark. Weißt du, durcharbeiten. Ich muss schreiben. Ich brauche Kaffee. Aber ich muss schreiben. Das klingt so scheiße. Ist komplett verzweifelt. Aber der ist jetzt gerade wieder so einen leichten Adrenalinschub, dadurch, dass ihm seine Schreibmaschine kaputt gegangen ist. Der ist gerade mal wach. Der ist gerade mal wach, ja.
Also er hat jetzt gerade so eine richtig harte Müdigkeitsphase aktuell in der Quest. Ach, gut. Sonst ist er eigentlich ganz normal unterwegs, aber der hat gerade mehrere Tage durchgearbeitet, ist halt ein bisschen schwierig. Geil. Ja. Toll. Jetzt kann ich wieder arbeiten und sicherstellen, dass ich diese Initiative heute fertig schreibe. Vielen Dank. Ich werde dich zu einem schönen Essen einladen, wenn ich Zeit habe. Hast du morgen Zeit? Wenn ja, dann komm zu mir. Wenn ich mit der Arbeit fertig bin, gehen wir schön essen. Weil er auch fertig wird. Mach du erstmal deine Arbeit fertig. Geilste Antwort darauf. Anstatt zu sagen, dann freue ich mich drauf. Ja, mach du erstmal deine Arbeit fertig. Du hast recht. Ich muss die Dinge ein bisschen beschleunigen. Ach, wie heißt die nächste Zeile nochmal? Ich hätte sie in meinen Notizen aufschreiben sollen. Oh. Yo! Wie der hier gerade wieder sitzt. Komplett down und komplett fertig und der pennt fast ein hier am Schreibtisch. Nur ein Kaffee. Ja. Oder eine Fonta. Die Fonta macht nicht wach. Kaffee schon. Ich find's geil. Ich will eigentlich den Typen von vorne angucken. Kamera denkt sich so, da ist ein Stuhl im Weg. Erstmal Booby-Shot. Hör auf mit den Booby-Shots. Ich will ihn angucken, nicht die Boobies. Das sind zwar tolle Boobies, aber nein. Da hatte ich letztens auch eine richtig geile Sache. Look at him. Da hatte ich letztens auch eine richtig geile Sache. Ich hatte eine Cutscene gehabt, so diese Cutscene, wo du dann aber noch in dem Gespräch bleibst, ne? Ja. Einfach Wand vor der Fresse. Also weil die Kamera sich einfach clean in eine Wand gesetzt hat für die Cutscene oder so. Ich weiß es nicht. Ich hatte einfach dauerhaft einfach nur eine Wand gesehen, wenn die Leute sich unterhalten haben. Läuft. Stark. Ich find's lustig, jetzt ist total broke da. Ich stehe mit Lisa an seinem Stuhl. Sie liest sich ein Buch durch und gähnt erstmal. Wenn das nicht psychologische Folter ist, dann weiß ich in seinem Zustand auch nicht. Natürlich. Ja, eine Sai daneben. Oder eine Ganyu. Oder eine Leine. Die gehen aber nicht so krass intensiv in sein Ohr hinein. Die gehen nicht, die pennt ihr nur weg. Richtig. Wichtig, genau im Handy. Wichtig das Gehen dabei. Oh Gott, er sitzt immer noch so. Ja, Sayu gehen sich auch ordentlich ein weg. Das ist richtig. Diona auch. Die kann sich auch gut strecken. Ja, strecken ist aber nicht gehen. Kommt aber in eine ähnliche Richtung. Signalisiert auch gerade immer frisch aufgestanden. Ja. Ich fand mich gerade aber die hat ja zumindest Energie. Sayu ja so weniger. Nein! Sie macht's schon wieder! Lisa, hör auf ihn zu foltern! Weißt du, was ich auch geil finde? Dieses leidenschaftliche Gehen, Lisa, du bist fies. Die wunderschöne Genshin-Memes, echt. Ich finde das immer wieder gut, wenn du so ein Bild hast, wo so... Also, da hat zum Beispiel einer Lynette und Fremini gezeichnet, ne? So einfach die Vibes von den Leuten. Das ist halt wirklich so. Fremini ist so, ich bin allein. Also ich bin froh, alleine zu sein. Und dann, weißt du, Lynette ist halt ja so, muss ich reden. So, sie tut zumindest reden. Die hat da einfach nur clean keinen Bock drauf. Ja. Und dann gibt's Lynette. Dann denkt sich so, hey, how ya doing? Ja, der absolut Hardcore-Extrovertierte, der Introvertierte und das mit Anxiety. Mittelding. Nee, Fremini hat einfach nur Anxiety. Ich hatte ihn eigentlich als Introvertierten. Nee, er ist Social Anxiety. Okay. Er ist gar nicht mehr so introvertiert. Der hat einfach nur ein Problem damit, Leute anzusprechen. Im Allgemeinen. Das merkst du daran, wenn du halt Fremini in der Story, wo er dir vertraut hat, der labert eigentlich echt gut. Also, der ist jetzt nicht so... In der Story, wo er dir vertraut hat? In der Morrepeat. Ah, wo das du kleine Fremini bisschen. hattest. Ja, der redet da tatsächlich auch recht viel. Also, er hat kein Problem mit dem Reden, er hat nur ein Problem, Leute anzusprechen. Ah. Wie gesagt, deswegen Anxiety. Und Lynette hält sich halt so short, wie es geht. Aber das ist eher aus Faulheit. Das ist nur aus Faulheit, weil sie keinen Bock hat. Das ist nicht, weil sie... Nee, reden mit Leuten ist anstrengend. Sie versucht sich kurz zu halten, Gespräche kurz zu halten, damit sie schnell wieder...
sonst machen kann. Ja, genau. Und dann gibt's Lenny. Der kommt Raus. mal aktiv auf dich zu. Ja, der geht hier clean auf den Sack. Wenn er Bock hat. Ich fand die Zeichnung so geil. Wenn du da so einen Zittern Femini siehst, so eine Lynette, die sich die einfach nur so steht, so mit einem Gasp, und dann war richtig geil gezeichnet, wo da so ein Ninny war, der aber halt so die typische Verschwommene gezeichnet hat oder so, weil die ganze Zeit hinterher springt. Mhm. Das ist wirklich deren Vibes. Der eine hat viel zu viel Energie. So, jetzt habe ich mich hier gerade so schön hingestellt und ich denke mir so, mit Candace, wie verurteilend kannst du jemanden angucken, der gerade kurz vor der Verzweiflung steht? Candace, ja. Oh, ich habe was für dich gesehen gehabt. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal finde. Da hat einer Ballkleider gefunden für sämtliche Charaktere. Die sie anziehen würden. Das ist wild, aber das Problem ist daran, Chris, wie du schon gesagt hast, ich glaube, dass ich das nicht wiederfinde. Ich muss an der Stelle gestehen, ich speichere mir sowas sofort. Also ich lade die Bilder alle runter oder mache Screenshots davon. Mein Handy ist voll mit der Scheiße. Also wenn ich in meinen MiHoYo-Ordner reingehe, also meinen HoYoLab-Ordner, Bruder. Bruder, Da ist was los. Gut, bei mir auf dem Rechner ist es noch schlimmer, aber es ist ein anderes Thema. Ja, muss ich nochmal finden, war aber echt cool. Das sah echt cool aus. Vor allem, er hat halt wirklich alle gemacht. Dann gibt es halt so ein paar Charakter dazwischen, so. Dori? Ja. Weird. So, Ion, was hast du für uns? Eine Sache, die wieder auffällt, wie viele weibliche Elektro-Charakter es gibt. Hm. Was ich auch gut fand auf Lab, hatte letztens eine Diskussion gehabt. So von wegen, dass die es ja voll diskriminierend findet in Genshin, wie weibliche Charaktere diskriminiert werden, weil fast alle DPS-Charakter männlich sind. Nein? Top-Kommentar war einfach nur: Du hast mehr als doppelt so viele weibliche wie männliche Charakter und weibliche Charakter werden diskriminiert. Auch richtig? Was? So, Ion, er reagiert nicht mal. Ion? Bist du fertig? Die Frage ist das jetzt wieder die Illusion der Auswahl oder antwortest du wirklich nur eins von beiden? Aber guck mal, überleg doch jetzt nochmal, wer noch alles in Fontaine kommt. Das ist kein einziger männlicher Charakter. Nur Frauen. Ja. Vor allem ein Charakter, den man noch gar nicht auf dem Schirm hatte, der schon angekündigt ist, wo ich mir denke, so, ha? Ja. Irgend so eine random Soldatin mit einem dicken Karabiner. Okay. Keiner hat Ahnung, wer sie ist. Schusswaffen in Mondstadt ist aber auch... Ne? Mondstadt dachten die sich so, ganz? Wie Mondstadt? In Mondstadt, Entschuldigung, in Fontaine. Ja. Treffen sie sich so ganz? Ja, hast 100% französische Revolution und englisches Industriezeitalter, aber sowas von. Ja, die haben sie hier clean durchgezogen. Wer hat denn alles was? Also Corinne hat ja auch noch ihre Gun. Corinne hat eine Pistole, dann hat die neue ein Gewehr. Dann hast du noch diverse NPCs, die mit Waffen rumgelaufen sind in Cutscenes. That's something new. Ja, wir haben die erste Fernkampfwaffe, also die erste richtige Fernkampfwaffe aus Mondstadt, das ist richtig. Dann haben wir ja noch unsere kleine Shijuin. Die hat ja auch eine Bubblegun. Ja, die wunderschöne Stun-Pistole. Genau. Stimmt. Stun-Pistole. Richtig. Stun-Gun. Taser! Nee, ist ja nicht Elektro. Ja, aber das wäre ein Feature gewesen, Alter. Ich hätte sie Morphin, keine Sorge. Ich hätte sie so clean zu einem Elektro-Charakter gemacht, nur wegen dem Thema Taser! Ja, den Taser hat ja Chlorent. Okay. Granted. So, deswegen ist hier schon, hat er clean eine Morphin-Pistole. Und Klappstuhl. Einmal Überdosis Morphin rein. Let's go. Guck mal, wie schön er liegt. Schön, ne? Guck mal, wie schön er liegt. Herrlich. Wie geht's dir? Gut, ne?
Okay. Ich bin im 7. Himmel. Ja. Du bist voll auf dem Drogentrip, aber ist egal. Tja. Scheiß drauf. Und da das die eine Melusine ist, weißt du, das ist der gute Shit. Ja. Wenn ich schon alleine bedenke, was passiert, wenn du 7 Tage hintereinander arbeitest. Ja. Dieses komische Lied für der gute Shit. Der ein bisschen eklig ist, aber der gute Shit. Sondern 3 Tage, okay. Ion? Ion! Was ist los? Ich habe fertig geschrieben. Schon fertig. Ich bin's. Bist du fertig? Du bist es. Ich muss eingeschlafen sein. Entschuldige. Herr Hotel und Herr Semen haben mir bei der Initiative geholfen. Sie waren bei. Lesen kann ich. Sie waren bis Mitternacht bei mir. Aber ich war so müde und musste meine Augen schließen und mich eine Weile ausruhen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich einschlafen würde. Ich müsste zuerst zu Talais gehen und die Initiative offiziell vor der Masio-Gestion abstempeln lassen. Dann zu Herrn Dufour gehen, damit er sie ebenfalls abstempelt. Und dann kann ich sie offiziell veröffentlichen lassen. Und das war's dann auch schon. Klingt ganz einfach. Ist das Steambird oder was? Nee. Ich bin in dem Hauptgebäude. Oben. Achso. Es ist nicht mehr so kompliziert wie früher. Ja, und ich hörte, dass Talais eine neue Stempelmaschine eingeführt hat, die sowohl Komfort als auch Geheimhaltung vereint und bald in der ganzen Maison-Gestion zum Einsatz kommen soll. Schau mal, Hotel hat mir sogar einen Schlüssel gegeben. Jede Abteilung muss ihn benutzen, um die Stempelmaschine zu aktivieren. Jedenfalls klingt es sehr offiziell. Gut, dass ich noch nicht geredet habe. Paimon findet, du solltest zuerst ein kurzes Nickerchen machen. Es scheint, als würdest du beim Gehen etwas schwanken. Beim Gehen? Gehen etwas schwanken. Achso. Es geht sowieso nur darum, Stempel zu bekommen, also gibt es keinen Grund zur Eile. Die Stempelmaschine läuft nicht weg. Nee, aber die Situation an sich ist dringlich und deswegen muss die Sache schnell abgehandelt werden. Dementsprechend, so viel Zeit haben wir doch nicht, Paimon, aber egal. Nein, wir dürfen keine Zeit verlieren. Lass uns jetzt gehen. Es wird nicht lange dauern, um ein paar Stempel zu bekommen. Weiß ja nicht. So. Geh und lass das Dokument abstempeln. Mach das. Ich gehe jetzt auch. Ein gutes Stichwort. Ja. Dann sag ich mal, viel Wollen Spaß ist nicht auf die Arbeit. Rede, aber ja. Und nochmal danke, dass du das gleich für mich machst. Oh ja. Ihren Bruder und so. A shield is not enough to protect Und, the most important things. Bis That's why I must also morgen. wield a spear. Jetzt morgen Vormittag auch wieder da bist. Ja, ich denke schon. Hätte ich gewusst, dass du bald nur da bist, wäre ich heute direkt zu dir gegangen, aber hoffentlich habe ich morgen. Heute ist mein Tag nicht so scheiße und dann kann ich morgen noch ein bisschen was machen. Naja, ja, gut. Ich hatte halt viel Diskussion heute. Ja, alles gut. Ich hatte eher heute einen Auftrag, also von daher hätte ich keine Zeit für dich gehabt. Gut. Bis morgen. Bis morgen. Tschö. Bye. So. Talais. Talais, kann ich mein Dokument jetzt abstempeln lassen? Ja, klar. Du hast doch den Schlüssel, oder? Bitte unterschreib erst hier. Ich dachte, man muss nicht mehr unterschreiben, wenn ihr die Maschine habt. Naja, die Maschine muss noch von jemandem bedient werden, also muss man noch unterschreiben, damit wir wissen, wer sie wofür benutzt hat. Außerdem ist diese Maschine perfekt für die Geheimhaltung. Ohne den Schlüssel kann nicht einmal ich sie in Betrieb setzen. Lege das Dokument darunter und achte darauf, dass es an der richtigen Stelle sitzt. Dann stecke den Schlüssel in das Loch. Ist das also die automatische Stempelmaschine? Sie sieht ganz normal aus. So richtig? Dann drehe ich ihn um. Warte, bleib noch eine Weile stehen. Ich muss noch ein Foto von dir machen. Hast du keine Angst vor einem Leak? Man muss ein Foto machen.
Als das Gerät eingeführt wurde, gab uns Herr Kasi die Regel, dass wir den Fotoapparat benutzen sollen, um Fotos von den Leuten zu machen, die kamen, um ihre Stempel zu bekommen und die Fotos dann zu den Akten zu legen. Ich muss rübergehen, das Dokument darf nicht fotografiert werden. Es heißt, dass es ein Dokument geben wird, das die Verwendung von Fotoapparaten regeln soll, um Leaks zu verhindern. Ich möchte zu diesem Zeitpunkt keinen Fehler machen. Heyo, lass uns darüber gehen. Wenn wir aufgenommen werden, könnten wir vielleicht in ein vertrauliches Ereignis verwickelt werden. Was? Fertig. Du kannst die Maschine einschalten. Ich habe herumgedreht. Warum bewegt sich die Maschine nicht? Das kann nicht sein. Ich habe die Maschine gerade erst repariert. Sie kann doch nicht schon wieder kaputt sein, oder? Lass mich mal nachsehen. Keine Sorge, sie ist bald wieder einsatzbereit. Seltsam. Es ist alles in Ordnung. Steck den Schlüssel wieder ein und versuche es erneut. Gut, ich werde es versuchen. Jon zieht den Schlüssel heraus. Es funktioniert nicht, Halle. Du was? Vielleicht hast du das Dokument nicht an den richtigen Stellen, an der richtigen Stelle platziert? Du musst es an die Markierungen anpassen. Denn im Inneren befinden sich versteckte Auslösemechanismen. Hat das Dokument etwas damit zu tun, dass die Maschine nicht startet? Natürlich. Wie sonst soll die Maschine wissen, dass sich darunter Dokumente befinden, die darauf warten, gestempelt zu werden? Es ist eine automatische Stempelmaschine, nicht ein altes Modell, das manuell bedient werden muss. Na gut, ich lege das Dokument wieder ein und stelle sicher, dass es zu den Markierungen passt. Es hat nicht funktioniert. Sie hat sich immer noch nicht bewegt. Das ist nicht richtig. Das letzte Mal habe ich nur darauf geklopft und die Maschine hat wieder funktioniert. Ich klopfe mal an. Müssen wir schon zu so einem Akt greifen, der einem Gebet so nahe kommt, um die Maschine zu reparieren? Wenigstens haben wir die Möglichkeit zu beten. Wie geil. Igitt, was ist das für ein Geräusch? Ist die Maschine im Inneren etwa ganz kaputt? Sie funktioniert. Ich sagte doch, dass sie richtig funktioniert. Ich weiß wirklich nicht, was an dieser Maschine so toll sein soll. Sie mag zwar automatisch sein, aber sie stempelt langsamer als von Hand. Aber sie ist hervorragend für die Geheimhaltung. Du hast es gesehen. Wir hätten gar keine Chance, den Stempel herauszunehmen und es selbst zu tun. Naja, was ist, wenn die Maschine eines Tages komplett ausfällt und Herr Kasi auch nicht da ist? Das macht nichts. Ich habe einen Ersatzschlüssel. Ist der zum Öffnen der Maschine? Nein, der wurde benutzt, um eine Kiste in Herr Kasis Büro zu öffnen, die einen Ersatzstempel enthielt. Reisender, lass uns schnell zurückgehen. Dieses Dokument binden und es Herrn Die vorgeben. Ich kann es wirklich kaum erwarten, aus diesem Albtraum herauszukommen. Moin Moin, ich hasse TS, warum? Was ist los? Gut, der Stempel ist an Ort und Stelle. Die Bindung ist abgeschlossen.
Also müssen wir es nur noch Herrn die vorgeben und alles wird gut. Ich fliege immer vom Server und dann kann dann nicht mehr drauf. Kein Plan warum. Hm? Okay. Hm. Haben Sie schon einmal versucht, das Programm neu zu installieren oder zu updaten? Ich weiß, der war fies. Hab ich alles schon versucht gehabt, war klar. Ich werde heute Nacht gut schlafen und alles vergessen. Dann nehme ich mir morgen frei und gehe zu Estelle. Hey Jon, hast du jetzt Zeit? Ja, was kann ich für dich tun? Ist die Rechnung für die Erstattung etwa so schnell gekommen? Das nicht, aber Herr Novelette hat jemanden geschickt, um mir zu sagen, dass ich dich fragen soll, warum du die Kosten für eine einzelne Tastenkappe und nicht für eine ganze Schreibmaschine erstattet bekommen willst. Weil ich nur eine Tastenkappe verloren habe. Warum sollte ich für eine ganze Schreibmaschine Kosten erstattet bekommen? Naja, theoretisch schon. Allerdings haben wir eine Schreibmaschine auf der Erstattungsliste, aber keine Tastenkappe. Also ist die Tastenkappe ein ganz neuer Erstattungseintrag. Du musst der Novelette eine schriftliche Erklärung vorlegen, aus der hervorgeht, warum du nur eine Tastenkappe erstattet bekommen möchtest. Gott, ist das dumm. Man hat das Gefühl, dass es sich hier nicht um eine ernste Angelegenheit handelt, sondern um eine Art Scherz. Ist das nicht ein bisschen lächerlich? Du willst also, dass ich, eine separate Erklärung an Herrn Novelette schreibe, um zu berichten, dass ich eine Tastenkappe verloren habe? Die Mission Cardinalis hat gesagt, dass es Herr Novelette selbst war, der die Anforderung gestellt hat. Tja, sie sagten immer, es war eine Ersuchung von Herrn Novelette selbst. Selbst wenn es das ist, was sie selbst tun wollen. Aber niemand würde darauf wetten, ob das wahr ist oder nicht. Also gut, Ion. Beruhige dich und hör mir zu. Als Gestionär bist du verpflichtet, die Anordnungen des obersten Richters zu befolgen. Das bedeutet kurz gesagt, dass du es schreiben musst. Das ist nichts Schlechtes, du kannst Herrn Novelette deine Schreibkünste zeigen. Nicht jeder hat die Möglichkeit, ihm einen gesonderten schriftlichen Bericht zu erstatten. Aber ich... Oh, so ein Mist. Hi, gute Nachrichten. Freunde, wir haben einen Täter erwischt, der mit einem Fotoapparat geheime Informationen durchsickern ließ. Ideal geeignet für die Aufnahme in die Initiative als Gegenspiel. Beispiel. Das ist derselbe Herr Kasi, der uns gebeten hat, alle daran zu erinnern, den Fotoapparat nicht für die Verwendung von Geheimnissen zu benutzen. Dieser Mann? Er ist der Grund, warum Ion jede Nacht so lange aufbleibt und schreibt? Warum wurde er selbst zuerst erwischt? Er hat mit einem Fotoapparat mehrere Fotos von seinem Büro gemacht und sie den Journalisten gegeben. Auf einem der Bilder hat er die Protokolle seiner Sitzungen aufgenommen. Jetzt fand die Öffentlichkeit heraus, dass der Inhalt des Protokolls nicht einmal annähernd mit seiner Rede übereinstimmte, die er zuvor gehalten hatte. Das ist nun überall bekannt geworden und Kasis Büro wird bald wieder die größte Lachnummer in Fontaine sein. Moment! Was haben Protokolle mit Reden zu tun? Ja, fast alle Reden stammen aus den Protokollen, also haben sie natürlich etwas miteinander zu tun. Können sie nicht einmal annähernd miteinander verbunden sein? Ach, das ist normal. Das Wichtigste an den Protokollen ist, dass sie uns sagen, welche Dinge wir nicht in eine Rede schreiben sollten. Kasi weiß nicht, was er vortragen soll. Er hat selbst nicht einmal eine Idee. Er ist völlig darauf angewiesen, von seinen Untergebenen erinnert zu werden. Moment.
Wo ist Herr Kasi denn? Er ist in unserem Büro und wartet auf eine Untersuchung. Schließlich hat er ein geheimes Dokument durchsickern lassen. Und das ist in der ganzen Stadt bekannt geworden. Er wird wohl noch eine Weile da drin sein. Was ist dann mit dem Dokument, das ich geschrieben habe? Ich habe alles schon fertig geschrieben. Ich habe jetzt sogar gestempelt. Kein Problem, kein Problem. Es ist schon geschrieben. Es wird bestimmt veröffentlicht. Wird nicht umsonst sein, beruhige ich einfach. Sei beruhigt, das wird einen Weg führen. Ion, bist du da? Herr Simain. Simain, endlich bist du da. Also hilf mir doch. Nun, lass uns zuerst über diese Tastenkappe von dir reden. Sie ist schon zurückerstattet worden? Nein, ich muss sogar eine gesonderte Erklärung für diese Tastenkappe an Herrn Novelette schreiben. Oh, so ein Pech. Schau mal. Ist das nicht deine Tastenkappe? Wo hast du sie gefunden? Sie lag unter meinem Schreibtisch. Die Reinigungskräfte müssten sie beim Putzen des Fußbodens versehentlich herübergefegt haben. Jemand hat sie gesehen und auf meinen Schreibtisch gelegt. Ich dachte, es sei meine Tastenkappe für die Schreibmaschine und räumte sie weg, aber als ich heute nachsah, war meine Schreibmaschine unbeschädigt, also... Wann wird dieser Albtraum endlich enden? Rio, worin genau liegt der Sinn meiner Arbeit? Uff, das ist... Hey, Ion! Das ist ein Fehler. Hätte ich die Tastenkappe früher gefunden, wäre es nicht so weit gekommen. Es geht nicht mehr um die Tastenkappe, klar? Stimmt! Alles ist so chaotisch. Ion weiß nicht einmal, was er tun soll. Gatinet und Dufour sind nirgends zu finden. Was ist bloß los mit diesen Leuten? Ion ist sehr besorgt über den Sinn seiner Arbeit. Ion weiß nicht, was der Sinn seiner Arbeit sein soll. Leider wird dieser Junge immer über solche Fragen nachdenken. So ein großes Thema wie der Sinn der Arbeit lässt sich nicht in ein paar Worten abhandeln. Wenn man ständig über solche Fragen nachdenkt, wird der Stress, den man in sich trägt, nur noch verstärkt. Und kennt ihr die Antwort auf diese Frage? Nein, ich kenne sie. Ich denke nie darüber nach. Ich mache einfach meine Arbeit. Und ich, obwohl ich manchmal darüber nachdenke, habe ich meine eigenen Methoden zum Stressabbau. Wenn du wirklich die Antwort auf diese Frage wissen willst, können wir uns vielleicht irgendwann einmal unterhalten. Aber jetzt muss ich erst einmal Obst besorgen und dem jungen Ion ein bisschen Gesellschaft leisten. Es ist wichtig, ich gehe jetzt und schreibe einen Antrag auf Krankenschein für Ion. Er sollte sich wirklich ausruhen. Gut, jeder macht seine Arbeit, also los, machen wir es. Rio, also bis zum nächsten Mal. Komisch. Ich habe in den Auftrag auf Krankenschein... Wo habe ich den Antrag auf Krankenschein hingelegt? Lol. Haben wir es jetzt endlich? Wusa. Bitte sag mir, dass meine Schmiede wieder funktioniert. Alles andere wäre scheiße. Jetzt steht Estelle auch wieder da, wo sie hingehört. Hallo Estelle.
Na! Gerne alle annehmen, danke. So, da würde ich auch direkt neue schmieden wollen. Dankeschön. There's still a lot of room for improvement with this machine. So, Saisonaufträge. 50 Gebete, 12 Abgrundsterne, schließen der verlorenen Stadt an der Front Reich des Wassers die Prüfung des Willens ab. Prüfung des Willens? Haben wir die schon? Nö. Erstmal den Mecker hinterfragen, ob er einen verfolgt. Eine neue Ansehensbelohnung in Fontaine. Oh Mensch, jetzt gedacht. Und der Erkundungsbelohnung, weil Bennett fertig ist. Wusa. Guten Morgen. Ah, guten Tag, der Herr. Was machen Sie denn Schönes? Ich bin in Genshin. Mach Aufträge. Legendenaufträge, primär. Ja, Genshin muss ich jetzt auch rein. Ich muss noch mein Daily abholen. Ah, das habe ich bereits hinter mir. Beziehungsweise mein Daily Sternstaub. Ah, lol. Eine Mitteilung, eine Bagatelle, ein Stempel. Das war eine dreiteilige Quest? Nur aus Labern? Da. Oh, kennst du das nicht? Diese geilen täglichen Quests, wo du jeden Tag irgendwie von so eine Kurier-App, wo du eigentlich nur von A nach B läufst, um dich mit den Leuten zu unterhalten und am Ende die Mission wieder da abgibst, wo du sie abgeholt hast? Finde ich auch immer super wild. Naja, im Endeffekt habe ich fast 90%. Ich würde fast schon sagen 95% dieser Dreierreihe an Aufträgen habe ich in ein und demselben Raum verbracht. Mit 7 NPCs. 6. Ja, NPCs sind schon was Schönes. Weißt du, Bürokratie. Es ist... Nee. Aufträge mit Bürokratie sind kacke. Erinnert mich so mal an damals, wo man noch das Asterix und Obelix geguckt hat. Passierschein A38. Oh ja. Ad Astra. Der gute alte A38er. Ich meine, ne, viele vielleicht aus anderen Ländern haben es nicht verstanden. Jeder Deutsche. Ja. Deutsche Bürokratie. Ja. Deutsche Bürokratie durch und durch. Schwierig. Oh, das hat mein Vater mir heute eben gerade erst erzählt. Ne? Genial. Deutsche Bürokratie at its finest. Ne? Ich war so wild. Ich fand so wild, das kannst du dir auch nicht ausdenken. Ne? Mein Vater mit abgelaufenem Reisepass und Personalausweis macht einen Termin zur Neubeantragung. Aha. Ja. Dann taucht er da auf und sagt dann so, ja, hier einmal deutscher Pass, dann haben die alles fertig gemacht, unterschrieben. Und er so, ja, hier haben sie den deutschen neuen Pass, ne? Und dann sagt mein Vater so, ja, ich habe hier auch nochmal meinen Reisepass, den wollte ich doch heute noch machen. Haben Sie denn einen zweiten Termin dafür gemacht? Nee, ich wollte das hier im einen Termin machen. Nee, Sie müssen 2 Termine machen, für Reisepass und einmal für den deutschen Pass. Ja. Also für den Ausweis, ne? Und dann so, und mein Vater so, wie bitte? Und er so, ja, ich guck mal eben, ob wir noch heute Zeit dafür haben. Raum komplett leer. Er geht los,
10 Minuten später kommen wir wieder. Nee, haben wir heute leider keine Zeit für. Müssen Sie sich einen neuen Termin machen. Ämter at its fucking best, Alter. What the heck? Weißt du, ich guck ihn an und denke so, Vater, das ist nicht dein Ernst. Du bist da einfach rausgegangen? Ja, was soll man denn machen? Ich sag so, ich hätte den Typen angeschrien. Und gefragt, ob der behindert ist. Ey, ob der Lack gesoffen hat. 2 Termine, um einen Personalausweis und den Reisepass zu beantragen. Was beides 10 Minuten dauert. Warum brauche ich denn dafür 2 Termine? Wer hat den Typen denn ins Gehirn geschissen? Prinzipiell kann ich das ja so ein bisschen nachvollziehen mit den 2 Terminen, ne? Aber dieser Punkt von wegen, das Ding ist komplett leer und dann zu sagen, man hätte keine Termine frei. Da wäre bei mir der Kragen geplatzt. Aber es fängt ja auch schon damit an, ich meine, das kann man ja nicht ernst meinen, so, ne? Ich meine, so, auch 2 Termine. So, Maga, ob ich jetzt einen Termin mache für einen Personalausweis, ne? Du musst 2 Termine machen. Anstatt gleich anzugeben, ich will in den Termin diese Sachen fertig haben, ne? Du machst ja den Personal eigentlich weniger Arbeit, was dort arbeitet. Du machst den Menschen weniger Arbeit. Du machst allen weniger Arbeit damit. Ja, ist ja aber deutsche Bürokratie sagt, du musst 2 Termine haben, weil jetzt ja 2 unterschiedliche Dinge sind. Richtig. Sind ja auch 2 verschiedene Abteilungen, die sich darum kümmern müssen. Auch wenn die im gleichen Büro sind und wahrscheinlich die gleichen Mitarbeiter sind, aber es sind trotzdem 2 verschiedene Abteilungen. Weißt du, dann ist dann halt Herr Müller plötzlich nicht mehr Peter Müller, sondern plötzlich Franz Müller, weil er plötzlich eine andere Position hat. Bestimmt. Mhm. Das ist so ein Moment, wo ich mich frage, also, das sind Geschichten, ne? Wenn man die normal erzählen würde, ne? Also eine nicht-deutsche Person erzählen würde, ne? Die denken, das wären Geschichten aus dem Paulanersgarten. Paulanergarten. Wo auch immer das S bei dir mal herkommt, aber Paulanergarten. Also, kennst du das nicht? Hier so früher diese Paulaners-Werbung? Paulaner, nicht S. Paulaner. Also. So, ich kann jetzt 3 Geschichten Leute aus dem hinsetzen. Paulanergarten, nicht Paulanersgarten. Das S ist halt das halt, was mich daran triggert. Also, meine Firma besitzt das Paulaners. Das heißt Paulaners. Okay. Also, wenn du vom Paulaners sprichst. Außer du meinst das Paulaner. Das wäre das Restaurant bezogen. Paulaner ist ein Getränk. Ja, es ist aber auch ein Restaurant. Es ist alles. Und irgendwie auch nichts. Es ist ganz wild. Aber ich weiß gar nicht, ist der Name überhaupt urheberrechtlich geschützt gefühlt? Gibt es denn. Ja, keine Ahnung, ich steck da auch nicht mehr durch. Oder was ich auch noch super wild fand, das war der eine Typ, der hier, der so auf dem Land sich so einen alten Hof gekauft hat und gesagt hat, so ja, hier baue ich meine Fabrik für irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Schneidereisachen, ne? Und wollte dann wachsen, er hat gesagt, du gehst da aufs Dorf und dann ist da auch mehr Platz zum Wachsen, ne? Da hat er echt so einen alten Bauhof gekauft, so mit einer riesengroßen alten Scheune. Und dann hat er erzählt, ne, da gibt es einen ganzen Bericht drüber, ne, wie er sich also eine halbe Stunde oder so aufregt über die deutsche Bürokratie, ne? Und völlig zu Recht. Da sagt er so, ja, ich möchte hier eine Lagerhalle bauen, ne? Also die Sachen, die produziert sind, damit er sie da lagern kann, ne? Oder auch Produktionshallen da reinbauen kann, ne? Dann gucken die halt beim Bauamt drauf und sagen, nee, das geht nicht, weil das Gebäude ist ja als Scheune gedacht. So, ne? Also, du musst dir vorstellen, du willst da was reinbauen und, ne, also was komplett eigenes und dann sagen die, nee, das ist können wir nicht genehmigen, weil die Scheune ist nicht als Produktionsort oder Lagerort gedacht. Ja. Und um gegen der ländlichen Zersiedlung vorzubeugen. Der ländlichen Zersiedlung. Da muss man sich mal geben. Da geht er auf den Hof, weißt du, und sagt dann so aus, so Zersiedlung. Er sagt so, wenn du nach links oder rechts oder geradeaus guckst, da kommt nur Feld. Und wenn du am Ende des Feldes angekommen bist vom Horizont, dann erschreckt sich noch ein Feld genau der gleichen Größe.
Dann sagst du, welche Versiedlung, ne? Und dann kommen die da wirklich an und sagen das an, nee, das geht nicht, weil das Gebäude wurde als Scheune gebaut und wir können es nicht, also weißt du, das ist ja sogar so, ist jetzt keine Scheune mehr, ist jetzt eine Lagerhalle. Ne? Kannst du nicht auf Papier schreiben, muss beantragt werden. Aber um das zu beantragen, muss da jemand vorbeikommen und das Gebäude dafür abnehmen. Und nicht nur, dass es abgenommen werden muss, sondern auch gleichzeitig dauert das Monate und alle Leute, die dafür da sind, um das zu beurteilen, ob das als anderes als Scheune genutzt werden kann, ne? Ja. Das muss er alles selber bezahlen. Natürlich. Und der muss alles selber zahlen, muss dann Leute beauftragen, die dann auf dem Papier schreiben, dass das keine Scheune mehr ist, sondern eine Lagerhalle. Willkommen in der deutschen Bürokratie. Jesus. Dieser Moment, wenn man so kleinen, niedlichen Seepferdchen was antun muss. Das geht doch nicht! Das ist genauso wie ich in Genshin versuche, die ganze Zeit die Katzen zu töten oder die Hunde, aber es nicht funktioniert. Ja, in Fontar musst du wirklich friedlebende Wesen also nicht misshandeln, aber belästigen. Also in Division habe ich immer die Hunde getötet. In was? In Division habe ich immer die Hunde abgeknallt auf der Straße. Ja, das ist genauso wie ein Gronk der Meinung ist, Katzen auf Containern zu erschießen. Hätte ja ein Achievement geben können. Wo er recht hat. Hat er recht? I mean, granted, but no. Okay, wie zum Fick funktioniert das Rätsel jetzt da oben? Wie kriege ich das jetzt aus? Umgekehrt oder was weiß ich? Schon mal nicht. Warte, hier? Nein. Ja. Die Erklärung von den Rätseln. Ja, das war hier. Ganz weit unten. Meisten Figuren aus von Telfel verfügen über Arke, der sie beim Angreifen die Kraft eines entsprechenden Typs entfesseln können. Mhm. Fehlen mir 2 Stück Butter, Alter, um 15 Gerichte davon gekocht zu haben. Meine Fresse. Hochdruckwasserfluss. Wie man bereits vermuten lässt, geht von ihm eine Unterströmung mit hohem Druck aus, die Figuren und einige Objekte zu bewegen vermag. Mit dem Panzer lässt sich der... Panzerkrabbe.
Ich weiß noch, was muss ich mit der Panzerkrabbe da jetzt anstellen? Die muss ich selber hochleiten. Okay, verstehe. Warte auf. Nice. Komische Apparatur. Es leuchtet. Ein Hydrokulus. Erstmal alles andere looten hier. So, jetzt die Schatztruhe. Don't forget to wash your hands. Goodness knows where these things have been. Okay, ich mache mit Baiju nie wieder eine Kiste auf. What the fuck? Hier sind ein paar. Okay. Was haben wir hier? Hier ist das Achievement. Die sind ein paar meiner Lieblingsstücke. Dann plötzlich hier nur seid Zeuge der Geschichte. Ions Arbeit. Weißt du eigentlich, wer jetzt eigentlich alles im Trupp dabei ist? Jetzt? Im Rainbow-Trupp. Ich will nicht mehr durchgestehen, ich weiß nur noch Frozen, wer mit den Vieren, keine Ahnung. Ich hab nur zu sagen, weil ich sag so, wenn alles in die Brüche geht, frag einfach alle, die noch nicht gefragt worden sind. Also dich, Lisa, Psycho, Luca. Psycho fühlt sich ja eh schon betrogen von dir. Ah, das haben wir schon im Auto geklärt. Haha. Okay. So, der Punkt ist, wir haben Frozen, wir haben Glasi, wir haben dich. Das sind 3. Richtig. Dann sagte er, glaube ich, gegebenenfalls noch Olli. Wenn ich das richtig gelesen habe. Was will ich?
So, das wären dann also aktuell 4. That's right. So. Warum kann man da nicht direkt einen Zirko mitnehmen? Ja, es geht ja darum, es ist ja Frozen. Möchte mit Glasi spielen. Möchte aber wiederum auch mit Fabi spielen und möchte mit Olli spielen. Das sind ja 4. So. Fabi ist aber erst um 19 Uhr da. Das heißt, für eine Stunde ist auf jeden Fall schon mal irgendein Platz frei. Genau. Mein aktueller Plan ist tatsächlich, dass ich den Platz dann für eine Stunde übernehme und dann für Fabi freilege. Und dann ein Genshin weitermache oder so, keine Ahnung. Aber, Ich meine, wir können auch gerne Luca fragen, wir können gerne, Mir ist es relativ, ich muss keinen Rainbow spielen. Das habe ich Psycho auch schon die Woche gesagt. Mensch, Kevin. Ich bin froh, dass ich in Bronze unterwegs bin, habe meine nötigen Rewards, ich habe meinen Season Pass durch. Ich kann jetzt auch mal wieder Zeit in andere Sachen investieren. Weil so langsam bin ich auch in Rainbow an einem Punkt angelangt, wo es mich ziemlich viel tiltet. Kann ich gar nicht verstehen. Weil einfach nur noch Scheiße läuft. Das unterschreibe ich. Wisst ihr? Und mich tiltet es ja nicht, dass unsere Gegner scheiße sind. Mich tiltet es einfach, dass ich einfach zu kernbehindert bin, um irgendwas auf die Kette zu kriegen. So. Gut. Dann mache ich hier auf jeden Fall mit Genshin erstmal eine Pause, würde ich sagen. Halte mich im Ernst schon mal auf andere Dinge vor. Links oder rechts, Kevin? Links. Okay. Und mit dieser Helmenttäuschung zurück ins Zelt. Nee, das ist eine blaue Seite.